Jetzt musst du dich immer umschauen, sonst. Ja, sag nix. Plötzlich lauert der Gucki von hinten. Ja. Ihr hast ein Maß. Mit der Zaunlatten. Ja, genau. Eins von hinten. Knall. Nee, ist ja noch nicht 10 Uhr. Ich bin eben erschrocken. Was gab es Neues von der Com gestern? Salü, Seuche der Welt. Viel Gutes, viel Schönes. Ob es dann aber wirklich kommt, das wissen wir nicht. Viele Gründe, ein neues Schiff zu kaufen. Ich glaube, um 10 Uhr habe ich mich dann verimprintet, auf wenn wir das Arm wäre ready gewesen. Aber um 10 Uhr brauchst du nicht mehr verimprintet sein, weil dann gehen wir nach Manchester. Jetzt stehst du immer noch Dann so gehen wir da. nach Ich hätte schon Manchester. längst Muskeln gehabt. Ich habe ja noch gar nichts gepackt. Warte mal. Nee, ich muss Er wusste das das... schon. Sonst ist übermütig. Hast du gut geschlafen oder wie? Ja, Nee, eigentlich bin ich schon wieder wach gewesen, wahrscheinlich um 7 oder 6. Ich hätte auch früher schon muss ich halt sein. ich diese muss liebe mal Bettflug, da... Ja, das Ich gehe da mal raus knallt schon ein, aber eigentlich gibt es das ja gar nicht. Man müsste nur genug Bewegung haben im Vordergrund. und gehen wir da rein. Dann CitizenCon schauen. Ging das auch. Geplant für 10 Uhr. Ja, ich weiß, das ist geplant für 10 Uhr, so. CitizenCon. Und ich gehe jetzt hier ins Live. Gut, wobei lustig die gesagt haben, dass es vor Ort langweilig ist. Ich meine, du hast die Hauptbühne, du hast die verschiedenen Stände von den Orks und Moment. Merchandising und einfach Leute, also... Ranger, jetzt bist du im YouTube Live. Jetzt geht's. Bin ich live? Ja. Wieso sehe ich's nicht? Aber wenn ich live bin, dann bin ich schon mal vor. Nein, Aber das war eine Aufzeichnung. Nee, sorry. Nein, echt jetzt? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hatte schon nee, Freude. Macht's halt nicht so rum. Plötzlich bewegtes Bild. Lasst uns doch was spielen. Ja. Lasst uns doch was zeigen. Ja, Ja. wann kommt ihr dann endlich nach Dingens hoch? Dingens hoch. Sobald ich bei ihm bin. Wenn der andere Dingens mal fertig wird hier, ja. Hm? Ich war schon Geron, war ich live auf YouTube oder auf Twitch? Das wäre noch eine Frage, ja? Extra Launcher. Ja, Twitch ist klar. Aber ich streame eigentlich auf beiden Kanälen. Aber irgendwie heute will YouTube nicht. Guck, ich bin unterwegs. Und übrigens auf Evers Harbor oben funktioniert das Ganze. Kannst du Schiffe rufen? Mhm. So, Bin ich... in deinem Hangar. Ich sehe die Vanguard. Nein, landen. Nein, landen. Ja, stimmt, der Auftrag. Ja, du hast es ja schon im Griff. Da gebe ich dir aber recht. wieder nicht. Irgendwas ist schon wieder los. Nein, warum? Geht ja Thrusters gehen. Ich bin hinten und jetzt ins Schiff. 3, 2, 1. Bin drin. Bist du drin oder was? Geron, ich sag's mal so, letzten Sonntag hat's funktioniert. Ja, das stimmt. Da ging's sogar sehr gut. Yes, accepted. Danke. Gut. Angie, vielen Dank, dass du da warst. Und viel Morgen, Spaß, schönen Angie. Sonntag. Sie hat sich verabschiedet. Ah, tschüssli, Angie. Ja, tschüss, Angie. Von mir auch. Tschüss. Einen schönen Sonntag. Ja, genau. Angie. Was unser Highlight bis jetzt war, hier im Spiel, kann ich dir sagen, dass das Spiel überhaupt läuft. Ja, das ist Ja, leider wahr. Wahnsinn. Power on. Ah, nicht off. On. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Oh, aber diesmal ist die zu. Aber ich muss sagen, die Planetengenerierung, das sieht schon sehr realistisch aus. Ich schaue das jetzt gerade noch nach von gestern. Dass während der CitizenCon nichts läuft, das ist schon Tradition.
Könnte ich mir vorstellen, damit die Zuschauer nicht bei den einzelnen Streamern rumhängen, sondern bei Ihnen im Stream drin sind. Könnte ich mir noch gut vorstellen. Ich sitze im Chef. Oder war das jetzt böse? Nein. Nur ein bisschen. Nur ein gut. Auf Standardwerte Minimal. zurücksetzen. Oh, mach Auf ich nicht. Doch. Laden. Hilfe. Small Hangar, ich will ja nicht ein Small Hangar, ich will was Größeres. Ich hol Macht mich er jetzt wieder die nicht. Kante hoch. Was ist das Problem? Komm her, du hast eingestellt. Komm her, ich stehe mal kurz vom Platz auf. Ja, Vom Blitz sieht sehr auf. natürlich aus. Kommst nicht in den Quantum oder wie? Überhaupt die ganzen Einstellungen. Ich Hab stehe den mal, Zug verpasst. mal kurz vor dem Blitz auf. Mhm. Klickt selbst. Ah, du hast den Wanduladen. Das war der die. Claim, so. Ich hol mir jetzt... Logo war ich das. Sieht ziemlich heftig aus. Ah, bei mir ist aber auch nichts gut. Aber das mit... echt jetzt, Was das... lässt da bei dir nicht zu? Ja, Moment. Ich muss unbedingt... Moment, schnell. 18... Wie weit bist du? Nee, ich gehe gleich runter. Nein, das geht nicht. Macht ja nichts, wenn wir abstürzen, oder? Nö, Ich hau dich. ich hau dich. Wo verkauft man das RMC-Zeugs am gewinnbringendsten? Oder so Reisen? Weiß ich nicht. Okay. Es läuft wieder, es läuft wieder. Überhaupt nicht. Ja? Moment. Ich gehe da nochmal. Cookie. Ja. Waren die Einstellungen in Ordnung? Beim letzten Mal. Von wo? Von deinem Joystick-Zeugs und so. Ja. Hast du Joysticks, die Zeugs. So. gesichert oder hast du einfach das live updated? Ich habe ganz viele Profile. Ja, genau. Also, als ich jetzt reingesessen bin, ich habe es neu runtergeladen. Da war gar nichts gesetzt. Ich musste es kurz neu laden. Willst du kurz versuchen? Ob das bei dir auch geht, wenn du neu lädst? Baufessel bei runtergeladen. GameStar. Aha. Ja, das ist... Ich mache das oben mit Konsole pp unterstrich. Keybind, Rebind Keys. ja, weißt du, solche der Welt, diese... Wie sagen die Zeitungsmacher immer? Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil nur schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Und dann musst du natürlich auch verstehen, dass gewisse, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich nicht ins Fettnäpfchen trete, Ja, gell? dass gewisse Veröffentlichungen im YouTube zum Beispiel oder im Internet sehr negativ über etwas berichten und nur das Negative sehen und nicht als Gegenpart dazu auch das Positive herausgehen. Und darüber hat AstroSam, ich wiederhole es nochmal, AstroSam ein verdammt gutes Video gemacht, das über RSI und CIG handelt. Wegen den angeblichen Ungereimtheiten und Entlassungen und Dingens und Dödens und Pleite sind sie auch. ja, stimmt, ja, pleite sind sie, pleite. CIG, RSI ist Wir pleite. versprechen nicht und ein neues Spiel bringen es auch noch zusätzlich raus von den Geldern, Oh obwohl es nicht ja, kommuniziert ist. und querfinanziert und all das Böse. Aber was sie alles schon geleistet haben mit der Engine, mit dem ganzen Spieleumgebung, mit Gameplay und. Auch Ja. wenn es teilweise rumbackt. Ich habe schon fertige Spiele gespielt, die haben mehr rumbackt als Star Citizen. Also hört auf mit Zieht dem... euch mal den Trailer gestern Gameplay von Squadron 42 rein. Oh ja,
Und dann sagt uns, dass das nicht absolut geil Also ist. das Outlaw, das schließt sich auch mitten im Spiel schwupp weg. Booking. Also, ja. Grenadiere, Steuer wegen dem Hangar. sonst lande ich Lande, in meinem- achso. Ja, Mann. ja, man könnte es ungefähr mit den Jägerregimentern vergleichen. Es sind einfach so die Spezialisten, wie heißen die bei euch, diese KK oder irgendwas hießen die, glaube ich. SKS, nee. Nee, Sonderkommandos, ja so, aber auf dem militärischen, wie hießen die? Ich weiß nicht, ich bin sowas von GSG raus. 9. Nee, das ist so. GSG 9, nein, also unsere Grenadiere mit der GSG 9 zu vergleichen, das wäre ja, oh nee. Nee, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Also dann, wenn Ach schon. so, eure. Nee. Ja. Scorpions, oder? Nein, nicht Scorpions. Als Schweizer Garde. Nein, also wenn's eine Truppe gibt, die man in den Bereich GSG 9 reinpacken könnte, dann ist es die Sonderabteilung des Festungswachkorps, die Botschaften und Über was alles redet ihr beschützen. hier eigentlich? Nein, die Schweizer Garde, das ist feinstaubfrei und CO2-neutral. Ja, Wegen den Das- hübschen Mänteln und den Saturin, also ich glaube, Hellebarde, das hat einen langen Stöcken mit Metall vorne dran. solche der Welt, also das Festungswachkorps, die sind verantwortlich für die über 3.500 Festungen, die wir hier in der Schweiz haben. Das sind viel mehr. So nur die offiziellen natürlich. Ja, genau die AAD-10. Die sind auch geil drauf. Oh, die sind echt geil drauf. Wo ist denn hier Landeerlaubnis? Ja, stimmt, Das Saturin. hängt schon wieder. Aber wenn jemand behauptet, Squadron 42 sei nur ein interaktiver Film, bitte dann soll er das Video von gestern angucken, weil da ist nämlich 2 oder 3 Mal das Spiel abgeschmiert. Und sie durften im Squadron 42 Game durften sie den Ladescreen genießen, so den wir regelmäßig haben. Genugtuung. Ich hab mich so gefreut, dass die Leute geklatscht haben, als das Spiel abgeschmiert ist. Ich sehe schon, da ist Schadenfreude dahinter. Ja, solche der Welt, Chris' Reaktion war ja auch lustig. das ist Hat möglich. verkackt, ist auf 10 PCs, 10 Leute durchgespielt, alles nix und hier, blüm, tot. Ja. Willkommen in der Realität. Ich freute mich letztes Jahr, als einige die T-Pose gemacht haben. Echt jetzt? Warte mal, 47? Ich Aber kann. Es geht schon Es bald gab auch los. ein Frustthema. Was gab's? Ein Frustthema. Squadron 42 kommt nicht wie besprochen oder versprochen Ja, dieses Jahr raus, stimmt. sondern erst in 26. Ja. Aber was Das hat hat der. man so überspielt. Wie toll man das überspielt hat, gell? Ja. Ja, Ah, das müsst ihr doch mal sagen. So, jeder so, ja, geil, jetzt kommt's und zum Schluss so 26. Großer Ja. Coin. Buff. Ja, aber das war doch klar. Also wenn sie mit dem Polishing erst angefangen haben. Ja, finde ich auch. Klar, nicht klar. Klar ist gar nichts. Klar ist nur, Ja. dass man jetzt mittlerweile nichts mehr glauben kann. Ich Ja? würde auch sagen, wo die da so gesagt haben, ja, es war dem Wort Future Complete, da hast du sogar gedacht, oh ja, jetzt geht's nicht mehr lange, ne? Nee. Na, Chris hat wieder alles umgeschmissen. Ja. Es ist Dafür immer. wird's richtig geil. Das sieht leider so aus. Als ob er nichts Ja, gelernt es hat war als dem Wort Freelancer. Future Complete, da hast du sogar gedacht, oh ja, jetzt geht's nicht mehr lange, ne?
Ja gut, es kommt jeder Flight Simulator, da bist du wieder abgelenkt. Ein Jahr. Es ist immer. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich müsste jetzt live sein, weil der Icaro hat geschrieben: Ranger, Guckinger und Sif an Sif. Grüße aus dem Fitnessstudio. Ja, ich bin auf. Aber da kommen wir nicht mehr rein. Ich müsste jetzt live sein, weil der. Was drüben, was Wir wo? Wir sind virtuell gleich an der Messe, weil da kommt das Base Building. Grüße aus dem Du meinst, Fitnessstudio. wir sind jetzt schon drin, meinst du? Ich bin auf. Na ja, dann Aber da kommen wir beenden nicht wir mehr das hier. rein. Nein, warte. Doch. Ich mag Ich finde, die Polishing-Phase bei den meisten Spielen dauert mindestens noch mal so lange wie die reine Entwicklung. Hey. Nee, ich glaube, es dauert länger. Die Polishing-Phase dauert länger. Stell dir mal vor, bis du jeden einzelnen NPC poliert hast und gecampt hast. Oh. Wo seid ihr eigentlich? Sonzu ist 241 Kilometer weg und die anderen sehe ich Ja, nicht wir mal. sind zerstreut heute. Ja, wir sind Merkt man, dass Weil wir es so eigentlich läuft. nur auf eins warten? Nein, Gesundheit. das war nicht so Gesundheit. Danke. Wenn die Hälfte nicht funktioniert, dann weißt du, Ja, ich weiß. was willst du da für ein Ziel verfolgen? Ziel verfolgen? Ja, Ich verfolge ein Ziel. Ich auch. 10 Uhr. Ich hab's, danke an Guckinger, ich hab's dank ihm erreicht. Ich bin jetzt über das Halbe. Um Und 10 kann Uhr. vielleicht ein Schiffchen holen. Was? Also Lorville ist verbuggt, ne? Area 18 funktioniert recht. Okay. Gut zu wissen. Aber Lorville ist wir verbuggt. haben ja keinen Char Reset mehr. Und deswegen müssen wir den Vibe abwarten, bis wir die Lokation ersetzen. Hätte ich jetzt nicht Lorville nehmen Was heißt hier Echotonspur? Doch, kommt schon wieder in die Gegend. Seuche der Welt? sollen? Ich hoffe es doch. Ja, sicher. Alles wird gut. Ich höre bei mir nix Echo. Hast du irgendwo ein Echo drauf? Anit Burger! So. Guten Morgen an die Anit Burger, die auf dem YouTube-Channel Guten Morgen sagt. Oi. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Hör auf zu plappern. Ja, wie die zwei Fischer. Einer setzt sich hin So. neben den anderen und sagt Moin. Und der andere Moin, moin. Bist du ein Schwätzer? Das ist, Okay, das finde ich gut. Also für YouTube kriege ich nichts. kein Echo im Stream. Okay, Icaro, danke. Gut, jetzt, ja, jetzt, wisst ihr was? Nö. Sein heute gehen wir, als ob jemand eine Aufnahme einspielt. Oh. Die haben ja nicht das Ganze hart geändert. Okay. Das sehe ich nicht mehr, wenn ich kommt der Antrieb an ist, oder? Ah, Ich- doch links sieht man das. Medium Hangar. Mal gucken, ob ich's- Was einmalig. Dann bin ich froh, solche der Welt. Och, bin ich froh. Jedi, Gookie und ihr allen lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich gehe mir jetzt Kaffee holen und dann bereite ich mich auf den, wie sagt man dem? Scotty, beam uns nach Manchester vor. Ich habe meine Schiffchen bekommen. Ui. Seid ihr immer noch in Lorville unten? Ja, ich Nein. kann nicht starten. Ich weiß nicht, was Ah, komisch ist. Ich der hab das Sumpf. letzte Konntest Mal du wenigstens in den Hangar? Ja, im Hangar bin ich. Ich sitze in meinem Und C2, Schiffchen holen möchte gern konntest ab- du auch. Ja, das Das steht war schon da. Exitussi. Dann hast du schon viel mehr erreicht als ich. In einer Stunde? Ich habe gedacht, Okay. das ist... Aber ich hatte das schon mal, ich muss dann irgendwie... Moment, ich... Warum vielleicht kannst du wieder. nicht starten? Ja, irgendwie erkennt er nicht, dass die Steuerung
funktionieren sollte oder so. Weil Du musst es Joystick neu reagiert. laden, du hast das ja hoffentlich abgespeichert. Ja, das Ding sollte gespeichert sein, zum Glück wenigstens Dann das. tu das neu laden in den Optionen. Geron, bei mir steht Aha, 20. Oktober um 10 Uhr in 5 Minuten und 37 Sekunden. Gehen Sie online. Habe ich da irgendwas Rettet mal einer aus dem verpasst? Schiff raus irgendwie. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja. Hm. Yes. Ich habe gestern Ja. irgendwie gesehen, dass es ja schon immer gibt, dass Gesichtserkennung aktiviert oder deaktiviert ist. Also hier ist sie jetzt deaktiviert, sehe ich gerade unten links. Also warte, was meinst du mit Gesichtserkennung? Die Face Leertaste, um zu Ich hätte schon wieder aktivieren. Storm. Genau, es gibt diese Gesichtserkennung aktivieren. Es gibt beim Biokorb die Möglichkeit mit einer Kamera dein Gesicht einzuscannen. Ja, die Ins Face Spiel. oder? Ja, Fresse, Zunge raus, scheißegal. Das halt beim Fresse, Reden deine Lippen. Ja, genau. Ah, Face over IP. Voll. Ja genau, und die scannt mittlerweile dein Gesicht auch und gleicht zum Charakter innen an, angeblich. Okay. Das ist die Frage. Das weiß ich nicht, habe ich nicht mehr. Nee? Das Gut, das haben. Problem ist ja, dass die Kameras normalerweise mit normalem Licht funktionieren. Good morning, Dass läuft's? du dich recht hell anstrahlen musst, dass die Kamera optimal trackt. Wäre es, wenn man Infrarotkameras hätte, wo du Infrarot anstrahlen kannst, dass du nicht an der Sonne stehen musst, um das Tracking optimal laufen zu lassen. Wo sind unsere Leute? Grenox, guten Morgen nach, wo warst du oder bist du immer noch? Guten Morgen. Ja, morgen gerade Auf die Immer Insel? noch auf Mallorca. Es läuft, ja, es läuft, sicher läuft. Meine Nase läuft schon seit 2 Tagen. Wie Ja, gewohnt, Grenox, wie gewohnt. wie gewohnt. 10% funktionieren. Wir fangen doch nichts mehr Neues an, ey. Ja. Ich Du, hol mal mal eine neue blöde Version. Frage, wäre das VoIP-Tracking über Tobi nicht auch möglich? Ja, genau, weil du sagst wegen Infrarot. Genau. Nö. Ich glaube, ich muss eine neue Version von meiner C2 holen. Nee, mach das nicht so zu, das kostet Geld. Ah, stimmt, da müsste ich ja die zerstören. Nee, das ist ja nur mal einparken. Ich glaube, letztes Mal hat das geholfen. Einfach einparken, wieder im Hangar, wieder rausnehmen. Was Dann auch geht's. hilft, Sollte ist gehen. etwa 5 Kilometer vor der Station Vollgas geben, boosten und rein in die Station. Station. Ja, ich bin Je ja nach noch nicht Schiff mal brauchst du ins 2 All Anläufe. gekommen, für in irgendeine Station zu krachen. Da wär ich ja Ist schon weiter. Gletscherprise Zucker oder Tabak? So, also, du wolltest was? Kaffee holen? Jetzt musst du dich beeilen. Oh ey, Mehr ey. Zucker dann als Tabak. Gletscherprise ist ein Schnupftabak. Ja, also. Kennst du den Ein Schmalzler, ja genau. Ah, ich bin nicht so der Schnupftabak. Also, Ranger, überträgst du dann für alle und wir können da bei dir zuschauen und Ja. Kommentare liegen lassen? Ja, Ja, Das habe ich nur konsumiert, wo ich besoffen ich hau dann das auf den Stream und wir bleiben im DC und quatschen einfach darüber. Ich schätze mal, das ist der Yeah! Yeah! attraktive ältere Herr da, der sich Swiss Ranger nennt. Jetzt sind schon wieder alle Emotes weg. Oh mein Gott. Nein, bei mir waren sie da, guck mal. Mua. Ah, nee, mein Fehler. Guck mal, der Gentleman, der Ältere, wie der das kann. Aha. Seht ihr? Das ist das Erste, was man lernt, wenn man nicht alleine bleiben will. Schneeberg. Gletscherprise, Schneeberg. Schneeberg sagt mir jetzt nichts. Das ist weder Zucker noch Schnupftabak. Also sagt mir jetzt nichts. Könnte es sein, dass das mit dem, wie sagt man, Oh, die Animation funktioniert. mit dem Kokain in Zürich zu tun hat? Um Gottes Willen. Das ist richtig schwierig. Können wir das Thema wechseln? Und kannst du vielleicht switchen auf...
Guckt mal, da ist sie. Und guckt mal, wie sie... Nee, dreh jetzt den Kopf nicht. Guck mal, guck mal. Ein Inked Girl nennt man das. CitizenCon. Das triggert mich Wen immer küsst du wieder. da? Wem schmeißt du? Ich bin doch... Aber, geht's noch? Ja, du bist neben mich gestanden, kann ich das nicht dafür. So, bitte, jetzt stehe ich vor dir. Ja, jetzt mache ich die Next Emote. Ja, okay. Agree. Findest du? Ja. Ich habe die auf Nummern-Tastatur. Oh nein, da braucht Aber Oh, Was jetzt! machen wir? Klar. Es hat tatsächlich geholfen. Das gibt's nicht. Warum? Das Da, klatschen, warte mal, kann ich das auch? Ich muss mal so Game sagen. Star warte, geht schön langsam. Star Citizen das Geld aus. 700 Millionen sind schon weg. Ja, genau, den Schwachsinn habe ich auch gelesen. Ja, das kann ich auch sagen, geht der Schweiz das Geld aus. Meine Steuern sind alle weg. Ja gut, die geben nicht den Scheiß mit vollen Armen für jeden Bullshit aus. Nein, das wird nur für sinnvolle Sachen fürs Volk eingesetzt hier. Ja, welches Schon Volk? wieder schwieriges Thema. Politik lassen wir weg, haben wir gesagt. Ja. Ja, wieso fürchtest du dich vor der Realität? Ja, vor gewissen Konsequenzen schon. Ah, weggucken Ja. tust du immer. Wo war ich Schon da? lange. So, dort ist es. Warte mal schnell, jetzt zack. Haha, der alte Mann tanzt. Also, ihr merkt schon, wir warten eigentlich nur auf CIG, bis das losgeht, aber das dauert noch ein bisschen, habe ich gehört. Wurde Ja, mir haben Sie wieder mitgeteilt Verzögerung? von kompetenter Seite. Wurde mir das mitgeteilt. Damit Um wir 10 wieder staunen um können 10 und startet- schwärmen. Um, Und 10 das halt hier. um 10 startet der Stream Ja, das war- und um 11 kommt dann die Vorstellung des Base Buildings. Auf das, was wir zwei warten, Jedi. Ja. Ja, aber die Ja, Ton ja. und groß geschrieben und fett und unterstrichen steht bei Warten. Warten? Ja. Gell? Wir könnten aber doch... 42 auch. Ich meine, was nützt das geilste Universum, wenn es nie eintrifft? Ja, 30 Minuten Timer habe ich gesehen, aber ich glaube, da wird... Sorry, schnell. Da wird sich noch der eine oder andere von CIG ihren verbalen Ergüssen hergeben auf der Bühne, bis dann das Basebuilding wirklich kommt. Also Das wird- hätten wir noch ein bisschen Zeit. Das Sie haben Lustige ist ja, gesagt, Sie starten Q1 24. Das heißt, Sie haben jetzt ein Jahr daran gearbeitet. Einfach so als Hintergrund. Ich bin gespannt, wie weit Sie kommen. Sorry, ich finde es einfach lustig, wie wir jetzt eben können wir wieder staunen und schwärmen und wenn dann der erste Patch oder die erste neue Technologie reinkommt, können wir wieder fluchen bis ins also das stimmt schon. Ja, Star Das ist nicht immer Citizen, irgendwie das Gleiche. Star Citizen spielen ist so wie Achterbahnfahren. Es geht rauf und runter und ab und zu eine scharfe Kurve. Seit wann spielst du das Spiel? 3.12 glaube ich oder so, 3.13, Wow. 3.12, 3.13. Und wie Seit Aber ja, ich hab 15. Und Oh. wenn Ich ich hab das dann 14, vergleiche mit 15, alten Videos. Guck mal beim Ranger auf der Aus- Seite die alten Videos. Ja, ich habe vorhin gedacht, aber Die bei Entwicklung- Warling, wenn du rauskommst, Die Entwicklung ist enorm. Ha? die Exkremente kommen immer noch ganz gut zum Rohr raus. Da haben sie nicht, hat's nichts verändert. So und so. Seit 2012. Seit wann spielst du Star Citizen? Ja, 3.12 oder so. Wo ist Gut. Und wie viele Stunden hast du tatsächlich gespielt? Das heißt nicht, wenn du das Spiel hast. Ich kenne dich jetzt seit 2 Jahren. Ja, eben, ich habe ja gesagt, ich habe dann Du auch, bist sehr selten 14, bei uns. 15, Also 16 habe ich ausgelassen, 3 Patches, glaube ja, ich. ja Da gut. noch mit Also ich habe mit der 3.18 hatte ich echt meine Mühe. Aber ich glaube, da hatten alle ihre Mühe. War auch schlimm. Ja. Der war der absolute Horror. Da konntest du nicht Wenn wir spielen. das vergleichen mit 316, wo ja wirklich gut lief, wo wir Freude hatten, dass nicht mehr Oh, so ja. viele 30k kamen.
Salvaging gab es noch nicht. Mining war Quantarium das Highlight und da Ja. wurdest du reich. Ja. Wenn du das vergleichst, dann ist das heute ein neues Spiel. Ja, das ist so viel, das muss man schon sagen. Es ist viel Content dazugekommen. Moment, schnell der Chat. Und auch ein bisschen öfter. Grafisch. Moment, schnell der Chat. Geron Braginson schreibt, würde mich mal Wunder nehmen, was wir an Played Time schon angesammelt haben. Oh. Ich habe da mal zufällig über meine Grafikkarte zeichnet das auf und ich habe den Rechner noch nicht lange. Die Insider wissen, wie lange ich den habe Weiß nicht. und ich bin auf über 1000 Stunden. Oh. Und ich habe davor auf dem alten Rechner auch schon gespielt. Also. Es ist krank. Wieso bin ich Partyleader? Ich will nicht. Will nicht. Jedi, ich will nicht. Domus hat dir, denke ich. Domus hat Ah, der die Member Party verlassen. left the party, hä? Okay. Und das stimmt, Geron. 3.18 war eine Härteprobe, ja. Nach 3.18 waren nur noch die Hardcore Star Citizen Spieler da. Ah, es ist jetzt wieder was geändert. Oh. Was meinst du, Domus? Was? Was wolltest du sagen? Nach 24 Minuten. Was ist los heute, oder was? Solche der Welt. Ich habe mal, hast du dieses Hobby namens Frauen mal ausprobiert? Da kann man auch gut Zeit darin versenken. Und Geld. Mehr Zeit, mehr Geld. Ja. Da ist Star Citizen günstiger. Ja. Also beides Aber zusammen, Frau gibt es in 3D, Virtual Reality. Ja. Ja. beides zusammen Lebensaufgabe. Hä? Der Exodra spielt seit 3.7.1. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht ein Träumchen? Und dann in diesem geilen Grün. Was? Ist sie... Oh, Was? Wer ist denn grün? Das ist das grüne Männchen oder grünes Frau? da. Schaut seinen Stream, das müsst ihr was um. Oh mein Gott, ich habe 12.000. Ich habe 12.000. Wart mal schnell. Ich lese den Chat vor. Oh mein Gott, ich habe 12.000 in Star Citizen gesteckt und ihr sagt jetzt, Frauen sind teuer? Shit. Weißt du, wenn die Geschenke dann in der Garage stehen, das sind dann andere Dimensionen. Ah, Ja. Gut, das ist so Legatus-Niveau. Ja, ja. Ja, Legatus, da gibt's nicht sehr viele. Also eigentlich kenne ich nur einen, dessen Namen ich nicht nennen werde. Fragt gar nicht danach. Wie heißt der? Fragt gar nicht danach. Das, ich habe eigentlich auf die Reaktion gewartet von irgendeinem. So, Was ich habe mir davon? gerade ein altes Video rausgezogen. Nach der Rechnung kann ich mir eine Ehe nicht leisten. 12.000 reichen nicht. Ich investiere ein Zehntel in meine Frau und haben einen lustigen Concierge-Status. Ist Legatus, hat es aber geschenkt bekommen. Madflow ist Legatus, hat es geschenkt bekommen. Ah, Madflow ist ein Legatus, Du so. kriegst Legatus geschenkt. Okay. Also, Was geht bei dir ab? also, wer hat im Lotto gewonnen? also, ich hätte nichts dagegen, so ein Legatus geschenkt zu bekommen, falls Ja. irgendeiner von den betuchten Zuschauern jetzt gerade mal so in der Portokasse so ein Legatus frei hätte. Ich würde nicht Nein sagen. Wobei Sins hat ja geschrieben, dass wir eigentlich gar keine Schiffe mehr benötigen, sondern nur noch Leute. Stimmt, und das ist bei SIF, in unserer Orge ist das ein ganz erhebliches Problem. Uns fehlen, glaube ich, 4.000 Leute oder wie viel? Um die Schiffe voll zu besetzen, die alle in unseren Hangare? Das ist sowieso Hangars? nicht, das ist total.
wie soll ich sagen, das ist unpraktikabel. Ja, Wir werden ja nicht die großen Schiffe alle besetzen müssen gleichzeitig. doch, Genau. genau. Ja gut, Das wir, wäre komisch. Ja, und Nee, halt mal, eigentlich ich wollte mal besitzt etwas ja kontrollieren. niemand so ein Schiff wirklich, oder? Was man da gekauft hat. es gibt doch, gut, du hast ja Militärdienst, dann hast du Zivildienst. Dann könnte man doch einfach noch Dritten bei der SIF anheuern, wobei das wieder das Problem, du willst Leute, die im Dienst tauglich sind, aber dann wären die dann nicht in der Armee, die wären dann bei uns, weil die Zivis, nun ja, Äh, die scheitern schon an der Funkdisziplin. Kurze Mitteilung noch vom Geron. Sinister hat das beim Kern auch mal gegengerechnet. Uns fehlen circa 13k Nasen. Autsch. Jetzt Ist das noch ein bisschen größer? Ja, deutlich. Die fehlen noch. Das ist Stell dir vor, und bei Sinister sind vielleicht 7, 8, 9 Legatus dabei. Ja, wie gesagt. Hey, das ist Wahnsinn. Ich wollte noch was Was holen. ist bei Everus Harbor falsch? Ich kann Mit gar den nicht. großen, nein, mit den großen Schiffen. Was wolltest du sagen? Autsch. Ja, Ich wollte doch da noch. Ich habe nur irgendwie den Vergleich gezogen. Die von Steam haben mir gesagt, dass man eigentlich letztens gerade Ich habe gar nichts da. keines von den Spielen, die man da hat, eigentlich wirklich besitzt. Ist das bei Star Citizen dann auch so? Dass man keines von diesen Schiffen, die man da kauft, oder Pakete eigentlich gar nicht wirklich besitzt? Vielleicht nicht. Das ist ein Nutzungsrecht. Ja? Was heißt Also, besitzt? Ja gut, Also, besitzt, wenn du du- besitzt es, du bist nicht der Eigentümer. Folgendes. Ihr dürft eins nicht vergessen. Auch wenn ihr die AGBs angenommen habt durch einen Kauf, das ist scheißegal. Die haben ja seit, ich glaube 2018 oder so, haben es die AGBs geändert. Haben dann die AGBs sozusagen frei aus. So, AGBs selber dürfen zum normalen Gesetz nicht schlechter sein. Heißt, dürfen immer besser sein zum Gesetz, aber nie schlechter. Vor den AGBs war das Recht so, dass wenn du auf Kickstarter einen virtuellen Gegenstand erworben hast, ist er auch sozusagen in deinem Besitz. Ja, also ist es dein Eigentum. So. Aber warte kurz. Wie willst du einen virtuellen Gegenstand besitzen? Also ich meine, okay, ist Du mein hast Besitz, alle ich Rechte will, wie ich will EFT. das haben, ich schreibe dir, ich will das haben, was bekomme ich dann? Ein Datenpaket oder was? Ja. ZIP-File? Zum Teils Nullen und Äh, Einsen kriegst. Ja, eben, das meine ich. Also, Ja, Wie willst Mo- du ein EFT besitzen? Moment, Ja, das gleiche in grün. Das Moment. ist ja scheißegal. Moment schnell, über unsere verbalen Äußerungen gibt es im Chat noch ein paar Dingens. Eroktra hat geschrieben, ich dachte, Chris Roberts liefert die Raumschiffe später in Real Life aus. oh, bitte nicht. Oh, das kommt ja mit dem Pickup, genau. Und der Saturin schreibt, naja, bin ja noch mini, also klein. Mir fehlen 97 Leute, um meine Schiffe zu besetzen und das bei 49 Schiffen. Und der Geron findet, heute haben wir nur schwere Kost im Stream. kein Kommentar. Saturin schreibt, das trifft auf alle Abmachungen zu. Tarifverträge, Arbeitsverträge und so weiter. Alle Regeln dürfen nicht schlechter stellen als das höher liegende Gesetz. Ja, Das genau. stimmt. Die Hornet hatten sie ja schon ausgestellt. Ah, das war geil. Sorry, aber. Ja, die haben in der CitizenCon, die Hornet, die da steht. Aber habt ihr gesehen, ich war da nur so internetmäßig dabei, als sie das Ding laufen ließen, als sie es gestartet haben. War das geil. Echt, jetzt, das war schön, das war fast so schön wie ein Orgasmus. Habe ich das jetzt gesagt? Schon was. Ja, ja, das Warte mal, ich drehe mich mal um, will mal kurz sehen, ob Vötli mit der Bratpfanne hinter mir steht. nee, das Nee. ist das Hölzli. Das Drillhölzli. Das Drillhölzli. Ich habe Maximum Crew 151 bei Ich glaub, sie 23 ist auf dem Weg Schiffen. zur Zentralsicherung des Gebäudes. Ah, du meinst, die dreht mir jetzt den Saft ab. Die
digitale Äquivalenz zum. Ja, Dass gut. der Mensch weg ist, wissen wir wo. Ja. So, Aber man darf ja träumen. warte mal. Wie viel spät ist es und wie weit sind... Hey, ich quatsch und quatsch hier und hab noch immer noch keinen Kaffee. Ja, sag ich doch. Hey, Pfötli, danke! Pfötli hat geschrieben, nee, ich find's auch cool. Also das mit der Hornet. Weil die war auch immer wieder, hat sie sich hinter mich gesetzt und hat da ein bisschen CitizenCon geguckt. Und was mir ein bisschen, ja, irgendwie, es deucht mich, das ist langsam, sie weiß Bescheid. Sie kennt Star Citizen, sie kennt Begriffe, die sie eigentlich als Nichtspielerin gar nicht kennen sollte. Aber sie sagt auch, Was? ja, du Ich hätte glaubst, gerne im Real Life eines der Schiffe. Welches möchtest du auf dem Rasen haben? die Mercury. Ja, Bauzeit 4 Jahre. Können wir mal loslegen. Ja, stimmt, aber die Mercury möchte sie. Sie möchte eine Mercury hier auf der Wiesen vorm Schau Haus. mal mit der Gemeinde, ob du das bauen darfst. Aber so ein Schiff mal wirklich in reale Größe bauen, das ist schon geil. Aber dann Eben ganz die groß, Hornet, oder? da haben sie schon Aufwand betrieben. Dann schon die Kraken in echt bauen, oder? Wenn schon, den schon. Immer übertreiben. Kein Mann. Ja, oh. Jedes Mal. Also Pfötli, Nie zufrieden mit Kleinigkeiten. Pfötli bekräftigt jetzt noch, Pfötli bekräftigt jetzt nochmal, sie möchte nicht spielen, sie möchte nur ein bisschen rumfliegen. Ja, wir könnten ja das Also, wie... dann mach doch das endlich. Ich hätte sogar die Idee, wie wir das realisieren können. Man könnte einen Bausatz machen, wo alle Ja, Leute auf so- der Welt mit ihrem so. 3D-Drucker können da Teile davon bauen. Das ist eine richtig gute Idee. Weißt du, es hat schon Ja. andere Guinness-Rekorde gegeben. Ja. Mach doch das. Ja, ich kann Organisiere ja es. das nicht. Ich organisiere, nein, da bin ich auch nicht gut. Ich kann eine Idee bringen, die habe ich jetzt gebracht. Das war schon alles. Ja. Also Erektra hat geschrieben, wenn er ein Schiff auswählen könnte fürs Real Life, würde er die 400i nehmen. Da ist wie ein schönes Wohnmobil und unten passt mein Audi in den Hangar. Danke. Er hätte das schon Sehr aus, recht. er hätte das schon ausgemessen. Ja, okay. So geil. Wer will denn ein Haus gleich in der ja, Saturin, da bin ich bei dir. In der MSR wohnen als Wohnmobil. Ja, Haus weg. MSR? Eine große Plattform dahin mit den Anschlüssen, die du brauchst, so Wasser und Welches so. ist die MSR? Mercury Starrunner. Ach so. Und dann einfach sie hier so eine Landeplattform. Gut, den Stall daneben darf ich nicht abreißen, der gehört, da leben noch Kühe drin. Aber das wäre schon geil. Ja, ich weiß nicht, die Banu Defender muss ich erst mal sehen. Na dann los und die Grafik genießen. Welche Grafik meinst du, Geron? Habe ich was verpasst? Oh ja, wohnen in dem Schiff, Gleich ich auch. geht's los. Ranger, du bist verpflichtet, vorher Kaffee zu holen und vorher spazieren zu gehen. Und los. Was Und ist? deinen Tisch nach oben zu stellen. Und mein Tisch. Oh ja, danke vielmals für deinen. Sehr gerne. Tschüss. Also, Hausaufgabe jetzt gekriegt. Wir sehen uns in 10 Minuten. Ja, Ja. bis später. Das ist gemein. Habe ich gefragt, habe ich schon. Ah, Habe ich gerade den Ranger gehört? Ist er immer noch da? ja, ich bin noch da, aber ich wurde gerade abgelenkt. Yep, Aha. Ranger kennt mich, eine Mercury. Pfötli hat geschrieben, eine Mercury. Ja, ich weiß auch nicht, heute geht es im Chat ab, also. Ja, aber das kannst du nachher auch noch nachlesen. Nee, dann ist es weg. Nein, nachher kommt das Space Building, da kommst du nicht weg. 12 Minuten noch. Solche der Werft, Fleet Yards. Oh, Spät. Solar Alex. Guck bei mir lieber auch nicht ins Fleet Yards rein. Nehmen wir einfach die Endeavour und nehmen die Kühe mit. An die Anfangsphase von Range. Es geht allen gleich, wenn sie mal spielen, Geron, dann kommt einfach Zeug dazu. Wir nehmen die Endeavour und nehmen gerade den ganzen Stall mit. Können wir auch machen. Da haben 100 Seit wann Stellen. bieten die das Feature an?
warte mal, wenn man seinen Hangar einpflegt, dann sieht man die Daten. Mhm. Also wenn Sie Ja. nächstes Jahr bei der CitizenCon einen Kraken haben, den begehbaren, gehe ich auch nach England. England! Ich pflege meinen Hangar und ich gehe jetzt. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ja, Das danke, Gerücht Cookie. gehört, Ich dass hol mir nächstes jetzt Jahr auch einen Kaffee. die Ich bin gleich CitizenCon zurück, vielleicht meine in Lieben. Deutschland ist. Ah ja, stimmt, die soll ja in Deutschland. Ja, dann gehe ich sowieso Eventuell, hin. ja, wäre schön, ja. Ist nicht Kanada der nächste? Ich weiß es nicht. Irgendwas Kanada. wurde von Frankfurt Ich gemunkelt, wäre aber für die Schweiz. ist ein Gerücht. Ja, genau. Warum Ja, nicht ist doch zwar? ein Das zentraler, bewältigen wir zwar neutraler schon. Ort. So viel ist es nicht. Zentraler, Genau. neutraler Ort. Wie viele Teilnehmer sind oben? Wisst ihr das? Teilnehmer. Wo sind wir? Also Manchester. gestern waren die ja irgendwie über 5000 in der Halle da, oder was? Eben, ich habe auch sowas gehört. 8000, 5000, irgend sowas. Ja. Aber das war ja, also früher waren die Messen in der Schweiz auch so groß. Kein Problem. Mhm. Schon, ne? Automobilsalon. Ging schon. Ginge schon. So. Oh, ich habe unter 300 Personen, brauche ich Max Crew. Geht ja noch. Okay. Ja, du. So Krakens und so, ich glaube, das werden alles Orgaschiffe, die kannst du alleine nicht stemmen. Abgesehen davon, wegen der Crew. Ja, aber allein, dass es so jetzt gibt, weißt du, mit diesen Dimensionen, finde ich schon, Ja, das ist schon für nichts. atemberaubend. Aber ja, wahrscheinlich wird es für nichts sein, das hast du schon recht. Nein, das ist für nichts. Also ich bin sicher, wenn du NPCs draufsetzen kannst, die dir die Einheiten da, Engineering und so alles erledigen, ist es gut und Genau, recht. mit Aber KI vielleicht geht das ja dann schlussendlich auch. kannst du ja keine Mission damit fliegen, wenn du alleine bist. Ja, wenn du alleine bist, wahrscheinlich. Also Macht ich dann weiß ja keinen nicht, wie Sinn. gut das abgedatet ist, aber zurzeit sind es 4421 Personen Oben. auf der SIF, aber Value stimmt Okay. nicht. Ja, dann müssen wir noch ein paar in die Orga einladen hier, oder? Ja. Und dann machen wir einfach Nein, einen Sonntag. an der CitizenCon meinst Aha, du, oder? was, Ja, 400? 4000, da könntest Das du eigentlich ist die ja Leute, nicht die dort viel. sein, verpflichten bei uns. Passt. Gut, auch Cargo 556.900 SCU. Das ist dann lustig, wenn das von Hand mal irgendwo einlädst. Ja gut, also habe ich jetzt richtig verstanden. Gezählt sind 4100 was Personen an der CitizenCon jetzt in England. Für über 5000. 5000. Glaube ich, 5000 haben in der Halle Platz, oder? Nein, da waren mehr, glaube ich. Aber egal, also es ist ja trotzdem, es sind doch 5000, also es braucht schon ein bisschen Organisation, dass das kein Chaos wird. Denkst du nicht, das sind mehr als 5000 an der CitizenCon? Ich habe auch den Eindruck, das wäre nicht so überwältigend. Ich dachte, die Halle fast 8000. Sie war nicht ganz voll gestern. Das könnte schon sein. Ja, ist halt schon ein Nischenthema, gell? Das Gut, das interessiert ist nicht so das viele, wie Geschrei, wir das sehen. dass sie parallel Oder? ein Spiel entwickeln. Ja gut, entwickeln. Wenn du auf derselben Engine irgendwas, was massentauglich ist, dann hast du natürlich auch eine Querfinanzierung. Ich verstehe nicht, warum das immer so negativ dargestellt wird. Ich Ja, verstehe du nicht, brauchst eine Diversifizierung. wann, Ja, das sind Leute, die haben keine Ahnung von Marktwirtschaft. warum, möglich ja, aber warum man dem Chris so Gegensteuer gibt, weil seine Vision, wenn ich die Leute gestern am Stream gesehen habe, ihr seht es heute auch, dann hat er schon eine richtig große Sache mit seiner Vision Ich hingekriegt. glaube, das Problem ist mehr, dass, ja, lass Argentini in die Produktion. Also scheinbar crasht er zum Teil zu stark ins Tagesgeschäft rein mit Ja, das ist aber ein Ideen, anderes Thema, ein die dann internes wieder Thema. Ja. für ein Detail, das niemand sieht, niemand will, dann irgendwie 3-4 Monate verschenkt werden. Ja, So genau. solche Sachen, das Diese ist ein Verzögerungen, Problem. gell? Genau.
Genau. Und deshalb Ja, der gewisse Ranger hat es Leute aber richtig gesagt. Also wenn Squadron 42 rauskommt und das ist der Hammer, dann brauchst du da irgendwie ein Folgeprodukt. Da musst du nicht erst anfangen, Ja. wenn es verkauft ist, sondern Richtig. vorher. Und so gesehen macht er es schon richtig. Ich glaube, der macht das Gut. schon richtig. Die Frage ist auch, wenn es Squadron 42 ist, dass sie zum Beispiel animiert eine Netflix-Serie machen oder so. Weil du Das hast den wäre auch was. Content, Ja, du genau. hast die, Ja. da kriegst du das Publikum nochmal größer hin. Jetzt haben sie Ja, auch mit World of Warcraft, gab es ja dann auch plötzlich ein irgendwann mal einen Film. Film und jetzt Ja, ist genau. das Game wieder back in action. Ja, das stimmt. So eine Das gute wäre eine gute Idee zum Kombination. Beispiel. Ja. Ja, eine gute Also ich glaube, Kombination das von Medien, nicht das funktioniert. abgeben können ist recht schwierig, wenn du so eine bestimmte Vision hast, wie das wirklich sein muss und das Team das halt nicht hinkriegt, dann gehst du vielleicht dann automatisch und kontrollierst und schlussendlich bist du da, wo du jedem reinredest und das ist schon nicht so gut. Mhm. Aber andererseits vielleicht auch der Grund, warum die Qualität dann auch stimmt. Ich glaube, es müsste irgendwie einen Mittelweg geben, gell? Mhm. Sonst kommst du nie raus. Ja, ich habe auch sowas gehört, ob das wahr ist. Bäh. Na gut, ich kenne es bei uns. Ist es auch so, oder was? Ja, also wir versuchen schon zu filtern, dass eben gut. Mein Team ist nur in der Schweiz, wir sind schlussendlich nur etwa 3 Nasen und wenn dann irgendwie eine R&D im fernen Asien eine Idee hat und das dann einfach als R&D-Prototyp in die Produktion schiebt, dann kriegst du es meistens erst mit, wenn etwas an die Wand fährt. Aber ja, das ist nicht ein CIG-Problem, es ist ein allgemeines Problem. Ja, trotzdem CIG ist ja auch ziemlich verstreut und groß. Also das ist schon schwierig. Schon so. Glaube ich auch. Naja, sind sie schon live? Geht's los? Brigitte Bardot. Wenn aber Und Geron geht erst jetzt frühstücken? Das ist schon eher ein... recht hat er. Das ist doch jetzt um die Zeit schon eher ein Brunch. Das ist ja ungefähr das. Bis Rancher umschalten, in 3 Minuten geht's los. Kaffee wäre, glaub ich, Ja, in auch 3 so Minuten. was. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der heutige Stream ein echtes Sonntigsgschnurr ist? Das ist wirklich ein echtes, Ja. ja. Der Name verpflichtet. Oh, Option Plan B, da. Ich glaube schon. Hallo, guten Morgen. Sie haben sich noch nicht gemeldet, aber Bonjour. bonjour, mes amis. Ach du. Ja, normalerweise sind es 3, manchmal auch 4, 5. Oder die halbe Kneipe hat er mal erzählt. Da sitze die halbe Kneipe und stehe hinter ihnen und gucke unserem Stream zu. Weißt du, was ich mal möchte? Da können wir ja mal dort brunchen gehen. Was ich mal erleben möchte? Und Brönnchen. Nee, Mit dem Plan B ist. Ja. mit den Das Jungs. wäre auch eine coole Idee. Ich habe sie eingeladen, aber es funktioniert einfach nie. Das müssten wir mal echt ins Auge fassen, wie man das bewerkstelligen könnte technisch. Wenn wir da Sunntigsgschnurr bei Ihnen machen. Ranger, nimmst du deinen PC mit? Nimmst du das? Jedi, du hast schon Fotos. Wir machen eine LAN-Party bei denen. Du hast Ja, schon ja. Fotos gesehen von meinem Streamingplatz. Nico, guten Morgen. Und wie geht's den Hühnern in Mecklenburg da oben in der Ecke? Nico, soll ich dir schreiben, wie man es richtig schreibt? Aber dann brauchen wir eine gute. Guten Lin, Morgen Lin. Ja, Gute nee, Internetverbindung. mach's nicht, Immer, Jedi. Das ist sein Markenzeichen. Okay, guten Morgen Lin. Nein, guten Lin, Morgen Lin. Zurück. Bei uns, nee, ich sag's jetzt trotzdem. Bei uns wird's heißen, gutes Mörgeli. Ja. Das Das wäre wär's. doch auch ein Markenzeichen, oder? Gutes Mörgeli. Und das von einem Norddeutschen. Ja, das wäre der Hammer. So, ich habe das Schiff gestort.
Ich gehe jetzt aus dem Hangar raus. 1 Minute und 10 Sekunden. Ja, ich bin ja... stresst mich jetzt nicht. 1 Minute und 5 Nein. Sekunden. Tut nicht alte Männer stressen. 1 Minute. Weißt du was? Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt da oben aus dem Fahrstuhl raus und dann macht's tack 30k. Nein. Gutes Mörgeli klingt nach keine Witze. guten Moin. Ja, gutes Mörgeli, ja. Guten Moin. Aber es wäre wirklich Schweizerdeutsch, so in dem Sinn. Gutes Mörgeli. Ich verabscheue mich jetzt. Ja, was? Einfach so. Ja. Ich habe jetzt Schule, ich muss jetzt Rechnungswesen machen. Ich Ja, wünsche euch was noch jetzt, was. was CitizenCon Ui. losgeht. Mir auch. Gut, Gutes Gelingen. So, jetzt... Danke euch. Spaß. Ja, Ende, Danke ja. euch. Guck Ich dir das Del schaue euch Credere nebenbei an. noch an. Bitte? Jetzt auf Jahresende guckt ihr noch das Del Credere an. So, ich gehe jetzt mal darüber. Sind die jetzt hier? Du dann bis später, Gugi, gell? Ja, bis Was? dann. Ciao dabei. Jupp, tschüss. Ja, bis dann. Ciao dabei. So, und jetzt gehe ich aus Star Er Citizen. ist da. Ich gehe aus Star Citizen raus. Und die Hornet steht hinten. Im Bild. Ranger, Ja, die Star Citizen Leute haben leider nicht bedacht, dass ich um 11:15 Mittagessen mit dem Vater. Also das muss für nächstes Jahr noch repariert werden. Aber nein, ich werde jetzt mich in die Küche verabschieden und schnell Mittagessen machen, werde später wahrscheinlich wieder zu euch stoßen im Stream oder so. Ich Alles muss klar? noch schnell Material verkaufen auf Horizon. Bei mir hat es super funktioniert mit dem Salvaging jetzt vorhin. Mal schauen, was ich jetzt für einen Gewinn habe. Jetzt ist es abgeschmiert. Ich stehe kurz vor dem Terminal und will verkaufen und jetzt bin ich aus dem Spiel geflogen. Das ist Okay. gutes Timing. Also, viel Spaß Also. noch. Und ich Ja, werde viel mir Spaß. jetzt das Ganze auf dem Danke Tablet gleichfalls. anschauen. Und Mahlzeit. Bis Ja, später, vielen gell? Dank. Ja. Bis später. Tschüss zusammen. Ciao. tschüss. Warte mal, was heißt hier keine Quelle ausgewählt? Spinnst du? Ja, genau. Du siehst, du streamst nicht. Ja, ich suche jetzt die Sie sind Quelle. in Halle B. Warte mal. Keine Quelle ausgewählt. Fensteraufnahme, doch. Die müsste doch hier sein. Nee, nicht das. YouTube. Das jetzt müsste es sein. Und dann machen wir den lauten Jared. Habt ihr ihn? Ja. Auf Twitch ja, auf YouTube nein. Also ich schaue ihn mir Wieso? Was? Gut, war mein Browser. Gut. Ja, YouTube braucht immer ein bisschen länger. Bei beiden okay. Also, Lustig. Untertitel nicht verfügbar. Ich kann es euch leider übersetzen. Ja, ich bin froh, wenn ich die Hälfte verstehe, was der da babbelt. Every other time I see that man, I'm like, when, Benoit? What the When's hell? our Was macht time? Twitch? Bei When mir- are the bei mir orgs stoppt er coming to the immer. game? And to know that they're finally in active development on their way to the Precision Universe is one of the more exciting things about Viel Star Spaß, Citizen. Star-Lord. It's Und einen just, guten. you know, we're all in these orgs. Everybody's in an org. There's med runners over there. There's VK. There's ADI Nico, over kurz there. noch eine Zwischenbemerkung. That's outside the game. Wir sind hier rein, weil das Space Building jetzt vorgestellt wird und wir, also vor allem Jedi und ich, das ist unser, ja, darauf warten wir. Wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Seht ihr die Hornet im Hintergrund? Und die Moderatorin hat gesagt, sie ist annähernd Originalgröße, also sie ist nicht ganz Originalgröße. I forgot to check. I was unfortunately doing some other stuff, but I hope it was the giant Pico that won. But of course, Ken Shadow, last year's winner, was back and everything. I haven't seen Ken Shadow. Ken Shadow, are you in the building? Hat der eine Schweinerei auf dem Tisch? Sieht ja aus wie bei mir. And then, what was it? Dress to Kill, finally making good at all those armor specializations. No, don't take. Seid ihr alle da?
You just don't Ja. bring back my water. Ja, aber ich habe den I don't mind if für it's a immer shot ein I bisschen have to lauter drink. gemacht vom It's my water. You CitizenCon. took my water away. But the return of the Valakar sandworm, we've been waiting for that since 2016, and I'll tell you. Wer hat gestern gesagt, auch wenn er nicht der Boss ist, der CEO, aber das ist das Gesicht von CIG. It is devastating. It is deadly. It needs a lot of tuning. And I'll give you a little BTS. There was one playthrough that we Ben couldn't und die use Skalander, any of die the haben viel footage from gemacht. because its projectile spit was bright white. And I want to elaborate on that. You can use your own mind. So musst to du wonder why schnaufen we ins didn't use that. Mikrofon. And then of course the Lass ihn doch schnaufen. presentation where we finally got Ja, confirmation mein that Ohr. Nix is our Das next ist Menschenrecht. Es ist zu leise, zu leise. Castro system. Nee, Jedi. I'm gonna talk Jetzt Ian, hört man tell you den what, Domus endlich mal vernünftig that's und du machst ihm jetzt Vorwürfe, dass er schnauft. Leise, ne? like, I've never seen pre-production look quite so good. So yeah, we're all really excited. And then of course, the Squadron demo. Who saw the Squadron presentation? Geil. Die war echt geil. Yeah, okay, so I've been with the company for about a decade now. And for the first 9.5 years, I made myself a rule that Squadron I wasn't going to pay any attention to. I never went to the meetings. I didn't let people tell me about it. I wanted to preserve that for myself as a fan. And then several weeks ago, we started playthroughs of that. And I often say we have the same conversations you guys do. We have the same reactions you guys do, just a few weeks early, and that was very much what happened with the Squadron presentation. We'd get these big reviews in the studio, and we gather everybody, so everybody could watch the playthrough on our big screen in the studio, and everybody could take notes about everything that needed to be adjusted and stuff. And it's been a heck of an experience over the last 2 months, really dialing that in and get that down. And despite the crashes that happened yesterday, a full, brand new playthrough is available on YouTube now. Rich Tyrer. Mit den Crashs. Rich Tyrer left here, went straight back to the office, straight back to his computer, fired that thing up, and just played it start to finish, 75 minutes without issue, recorded it, gave it to us, and said, "Get that on YouTube now." So, Rich Tyrer, fantastic player. Everybody, a round of applause for Rich Tyrer, please. Aber kein Sif-Pullover rum. And I'm going to say that the highest difficulty is no Gar joke. nicht. Over the last 2 months when we were doing our weekly reviews, we had lots of players. Shout out to Tommy, who were played during these reviews. Mindestens Pochi oder den Only Double. So im Hintergrund. Has full maelstrom destruction, so a lot of folks who were playing it, the turret would just explode, and yeah, he fell down at the end, but other people would just explode out into space and have to restart. Das dauert jetzt ein bisschen, und dann kommt doch der Godfather. Chris Roberts auch noch. So, congratulations. So, one of the cool aspects of CitizenCon every year is that every time I walk past somebody, it seems like they hand me something and are like, "Here, Disco, put this in your pocket." And this is a collection of the things that I've been handed over the last 24 hours. We've got Das ist eine Collection. these are pins from an F-35 ejector seat. It's an F-30. I can't remember if it's an F-35 or an F-18. I know those numbers are not remotely close, but I'm very tired. But these were pins from an ejector seat. We've got a bottle opener. You can never come to a Star Citizen event without somebody handing you a bottle opener. Challenge coins. We talked about challenge coins last year. Atlas Defense Industries. This is one from CitizenCon this year. Different orgs. This was somebody's personal giant challenge bar, I guess. I'm not. These are all metal. These are really nice. And then patches. We love patches. Both Tyler Wicken. Shout out to Tyler Wicken. Both Tyler Wicken and I have a huge board in our office where we collect all the different patches that folks give us. We've got Bar Citizen patches from all over the world, including one of my most cherished patches from Iraq.
where it was just 4 enlisted servicemen having their own bar Citizen quite a few years ago. And then there's some curiosities, like this guy. I don't know. I asked him what I was supposed to do with this when he handed it to me, and he said, "Put it in your mouth." Een kakhoeven. I understand that's what a poo lolly is for, but we'll do that after stream. Maybe. And then, of course, shout out to the Med Runners. I'll tell you, Med Runners, one of our favorite orgs in the game, dedicated just to helping other people. I ran into the Med Runners at breakfast this morning, and because I had a long, painful walk into the studio, they literally put me in their car and drove me to the event today. So shout out to the Med Runners, helping people in the game, helping people out of the game, doing the kind of things that we love. So, oh, and this was very cool. I don't know what this says. I think this is the manufacturer. I think this is the manufacturer name. This is Gattac or I can't think of the name of the other one right now. And then this weird Copion thing. So how are we doing on time? Oh, the time's not up there. All right, so one more thing we do before we throw it to Dan and Sam. I wanted to do, back in CitizenCon, our first digital CitizenCon in 2021, I made the mistake of reading online comments after the presentation during the show. And there's nothing I like more than repeating the same mistakes of the past. So our lovely social media team, shout out to Galactica and Mickey, put up a thread asking for your comments about day 1 of CitizenCon, and let's go through and see some of what people said. Citizen of the Verse said, "Castra, my new home." Lovely picture of Castra there. We've got Serious Fun says he loved that the PU got clarity on its next 2 systems, and that the visual fidelity of Squadron 42 is off the charts. Oh, and that Zeus bomber jacket. I'm not wearing mine today. Who's got that Zeus bomber jacket on? Somebody come over here. This thing is amazing. I want to shout out 2 members of our marketing and merchandise team, Mandy and Kat, who led the charge to get the coolest jacket we've ever made, based on an authentic M1A jacket. Jetzt macht er Werbung und dabei sind sie ausverkauft, die großen Größen. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass das Origin-Zeichen nicht sichtbar ist. XL und XL und XXL sind ausverkauft. I'm wearing the new blackout hoodie today, and this is a really great material. This is Nee, wir haben den schönen Hoodie. Okay, that's enough shilling for the merchandise. Rick Rate says his favorite thing was the Worm and Sherman and this handsome guy, and there's a gif of Henry Cavill, there at the beginning of our Squadron 42 demo. Let's see. Cosmic D says he loved the dynamic weather demo. All right. Do you know, making videos for Star Citizen is hard. Making videos where the environment is actively trying to crack you is very, very hard. Like, none of that was faked. We got our poor guys, they got into that Zeus and took off, and you saw how it struggled to lift. That wasn't fake. That was the actual dynamic weather system pushing down on the ship and saying, "No, you ain't taking off." And then they managed to get it off, and then managed to fly in a straight line and stuff like this. Is that for me? Oh, they want me to wrap up. How rude. How rude. All right, so we'll read one more comment, and then we'll pass on. We're not going to read that one. We're not going to read that one. You don't even know my mom. Okay. Uplink says, my favorite part was when the sandworm said, "It's sandworming time," and then sandwormed all over those guys. We remember it exactly the same, Uplinks. All right, so that does it for me. I'm going to throw it to Dan and Sam, who I believe are over at the sim pits, and see what kind of hijinks they're getting into. Guys? Entschuldigung. Hi everyone, welcome back Und jetzt to bitte CitizenCon keine Day 2. Äußerungen über die Damen, die hier auftreten, wie gestern. Die sind live. I also flew a Carrick. But I am supposed to be here with Dan, and
For some reason, he's not popping up like he did yesterday. Guckt mal hinten auf der Hang on. Bartheke, irgendwo stehen Schmalzbiere rum. I can smell Oder ist es an der anderen Bar? Jetzt geht's gleich rüber zum Oh, Dan, there you are. Oh ja. Oh, der Are you Arme. doing okay? No, Er spielt I'm mit, not doing all right. Look Ges at this. I'm gestern hat sie ihm noch out. gesagt, Dan, I dein don't Ego think ist you should größer try als die playing his Kerk. name. I don't think I should either, but it's so fun. If you guys are here It's on Toby. the show floor, these Monster Tech sim Das ist pits der are Wardrobe. really haptic. Der macht My Charge. ass is vibrating right now with the ricochet of bullets hitting my rear. Dan, shall I take over for you? Please take over. Aber der bewegt sich maybe I'll nicht, der give him a Sitz. break. Come on, Dan. Help, thank you. Turns out, Der müsste sich wie so ein Flugsimulator von Sam's really good at video der Swissair games. oder von der Swiss müsste sich der bewegen. Yeah, let's see you get. All right. Well, maybe it's not so easy. Maybe it's not so easy. To be fair, I left you in a pretty shit situation. You were set up for failure. Come follow me. We're gonna move away from my abject failure as a video gamer for a moment. Hi guys, welcome back to CitizenCon Day 2 here at Manchester Central. We're so happy to have you back. Like Jared said, hopefully you guys enjoyed the panels yesterday. We covered a bunch of stuff yesterday, but don't worry, there's still a bunch more for you guys to check out today. Between ships, between base building, between the road beyond, there's still a bunch of stuff for us to cover. As you can see, we are here in the General Lounge here at the show floor, Hall B. Here at CitizenCon, let's take a yeah. look. As you can see, we have our lovely Hornet. We have our players just chilling out, So, meine maxing and Herren, ich relaxing, all muss ein cool, Haus shooting some weiter saddle ball outside vorbereiten of für school. den Abflug And a morgen. couple of Ah ja, duels were stimmt, up du to no bist ja good. schon wieder, ja. Started making trouble in the neighborhood. Ja, guten We Flug. got in one little fight. Komm gesund wieder zurück. And Captain Bishop got scared, or Admiral Bishop got scared. We said Squadron 42 release date 2026. Who is hyped Viel about Spaß that? und Genau. auch viel Spaß nächsten Sonntag, weil dann Awesome, guys. werde ich We are noch weg going to sein. be covering Ja, a bunch of dir stuff here today. We have a bunch of community booths still to Reise, cover. ja. We have Und some bald awesome wieder. models to show Tschüss off zusammen. here on the show Ciao. floor as well. There's still so much more to cover, and I'm really excited. We only have a little bit more time together, though. I want to make sure you guys are taken care of, and hopefully you guys are having just as much fun watching the show as I am running it. Traut sich nicht rein. Now, as you can see, we have our themed stuff. We didn't really get into the theming last year. I want to get down into sort of the micro this time. So let's take a look at the outside of these booths. As you can see, we have Bioticorp Waste. We have the Robber Space Industries. Come follow me a little bit. We're going to go a little bit into the community booth area, just a little bit. As you can see, we have this Ja, wollte ich eben Jedi sagen, er soll ihn runterholen. People just stacking up their med boxes. Kanal war voll. Wasteful. Nee, nee, nicht mehr. Wasteful. Ja, vorher war For er voll. shame. Ja, genau. Throw it away. Hello, Walkman. Littering. Hi, guys. Okay. Hey, ich sag jetzt, jetzt haben sie mal eine hübsche gezeigt. Making our way through. Yes. Guys, it has been such a pleasure to be back at CitizenCon. In case you don't know who I am, my name is Dan Halbrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games. I produce our community managers. That's Jake Acapella, that's Freya, that's Christian, that's Ulf, that's Niku. All the people who you guys interact with on Spectrum, on Twitter, X, who cares what it's called these days. I help produce those guys and make sure they're giving you guys the updated information, chatting with y'all, and it's been such a pleasure getting to actually get to know you guys as well. You guys have been so amazing here at CitizenCon this year. Star-Lord ist AFK. Also welches Star-Lord? Ah ja, der Star-Lord. We're just making sure der that we've had as many 1875 people ist here on the show floor as AFK. possible. In case you guys didn't check this out, Der it's ist mit Aston Lounge. Papa The Aston Lounge is zum just Essen. like the general lounge for you guys to chill out. Make sure you guys are getting a drink. If you Wie guys war's have a eigentlich VIP ticket, you guys have special Chats? access to bar and refreshments here as Ob well. schon You guys don't have to Plan wait in a long was line. reagiert Make oder sure nicht? you guys are checking that Hab out ich as gar nicht well. gesehen. Yui, thank you for your service. Die Eve-Mind ist We have auch that da. huge United Empire of Earth timeline as well, going all the way back to 2137 to the pretty near recent future of 2950. It's only 4 years ago based on our in-lore world. And I think that's pretty much it. I mean, obviously we have the Hornet. We've covered that to death, so I'm not going to cover it
but it still looks pretty cool. Now, I think we're ready to throw over to our first presentation, so I'm going to throw it back over to Jared. We'll see you guys later for some more community booth stuff. I'll see you guys later. Thanks for watching. Komm, macht hinne. Ich will das jetzt mal, ja. Gestern hat er Pizza gegessen. Now I'm just hydrating on camera. Just he's just doing his job. We are backstage now. This is an area that we don't usually get to see at CitizenCon. This is the backstage area where the nerve center of the entire live stage show here. These are the folks who are working tirelessly to make sure that all the right slides go on screen, all the right videos play, all the right sounds play. Hey everybody, how you doing? As you can see, they're very, very focused. You excited to be here? Consummate professionals dedicated to doing their job. Hey, how am I doing? My mom likes what I do. All right, so guys, that's it for the pre-show. We're about, what time is it? How much time we got? We're about, oh, that's not even my clock. We're about 10 minutes away from the proper start of day 2, so we're going to take a break here. This is your last chance to get a snack, get a drink, go to the bathroom, kiss your loved ones goodbye for the next 4 to 5 hours as we present day 2 of CitizenCon. It's a different beast. Yesterday was the universe that we create. Today is dedicated entirely to the destiny that you're going to build. So stay tuned. You're not going to want to miss it, and I'm really, really excited about today. So thanks for watching. We'll see you in about 10 minutes, everybody. Ja, also guckt gut, irgendwo sitzen unsere Jungs. Die Delegation der Swiss Interstellar Federation. Aber was hat gestern einer gesagt? Etwa 95% sind Männer. Ja, das kommt hin. Ja, Space Games sind, glaube ich, nicht so beliebt bei den weiblichen. Ja, du kennst meine Frau nicht. Doch, du kennst sie. Und jetzt noch 10 Minuten Impressionen. Macht wenigstens Licht, dass man auch was sieht. Jedi, wollen wir Werbung machen? Ich bin kurz weg, komm gleich wieder, ne? Ja, du, ich Ja. glaube auch, ich mache gleich einen Kaffee. Ja, ich Okay. muss auch noch auf die Toilette, bevor ich nachher wieder 5 Stunden unansprechbar bin. Also bis dann. Ja, wenn man einen dicken Hals hat, kann man schlecht reden. Jedi ist auch weg. Keine Ahnung. Entschuldigung, jetzt ging es mir auch so. Ich kann mein Headset muten. Hab mit euch geplaudert. Aber nicht gemerkt, dass es ist. Sorry. Passiert. Olaf der Schneemann, vielen lieben Dank für dein Follow. Du gehörst jetzt auch zu der erlesenen Gesellschaft der Senderinnen und Sender von der Alt Mistuns. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Kommen beim Karten. Nee, Jedi, ich habe dich gefragt, ob ich Werbung machen soll. So nach dem Wie Motto. willst du das tun? Nee, ich meine, wir warten jetzt mal ab. So nach dem Motto, wenn ihr die 2 alten, planlosen Star Citizen Spieler aus der Schweiz kennenlernen wollt, wir wären nächstes Jahr zu 90% an der Messe, an der CitizenCon in Frankfurt. Ja, wenn sie in Frankfurt ist. Wenn sie in Frankfurt ist. Da haben wir uns entschlossen, dahin zu fahren. In Kanada ist dann Kanada.
In Kanada ist dann Kanada. Übrigens. Ja, also wenn das in Frankfurt ist, dann müssen wir eigentlich schon hoch. Ja. Das wäre schon ein Erlebnis. Und wir sind dann eigentlich auch angeschrieben. Also man sieht uns dann schon mit dem Logo hinten drauf und so. Ja, ist einfach schon. Also wenn ich, aber da ja das so extrem kalt ist, wie Seins gestern gesagt hat, dann würde ich dann die Jacke anziehen mit dem Sief-Logo hinten drauf. Hä? Du musst da unbedingt noch den Origin-Kleber draufbringen, der war nämlich nicht drauf. Kein Wunder, will da keiner hin. Und ich will dann meinen Patch, den muss ich zuerst noch machen. Weißt du den mit dem UEE Navy und unten kommt rein UE Navy Rangers. Weil ich bin ein Ranger, ich bleibe Ranger. Und wie hat unser Drill Sergeant gesagt? So, bin ich wieder da. Einmal Ja, Ranger, immer Ranger. Hast du dich Nein, das will der Stream auch gar nicht wissen. Nein, alles gut. Frag nicht so Zeug. Nein, ich habe nur gedacht wegen dicken Hals. Was? Eine Antwort an Pfotenschleich? Was läuft hier für ein Techtelmechtel ab da im Chat mit Pfotenschleich und Eroktra? 75% davon spielen aber einen weiblichen Charakter. Ja, das stimmt. Auch mein Zweitcharakter ist auch weiblich. Wobei, wenn Sie das Jar Customizing jetzt weiter anpassen und man ein bisschen vernünftiges Zeug machen kann, dann könnte das bei mir ändern. Nur die Böcke, die haben mir so nicht gefallen. Also meiner sieht eigentlich immer gleich aus. Ja, der geht auch gerade noch, aber das hast du recht auch gut hin. Aber ich habe lange gewartet. Ich habe vorhin auch mal wieder einen weiblichen gemacht und wollte den eigenen Moment schnell, Pfötli hat geschrieben, ich würde natürlich einen männlichen Avatar haben. Okay. Vielleicht ist es normal. Ich stelle ihn mir schon vor. Breite Schultern, schmale Taille, sportlich durchtrainiert. Das Model vor Augen. Ja. Oder sie baut mich zusammen. Alt, schrunzelig, mit dickem Bauch. Oh je. Das Vorrecht der alten Männer. Bäuchchen. Ja. Sie würde den Cumberbatch zusammenbauen. Also der Khan gespielt hat in Star Trek. Vielen lieben Dank, Eroktra. Im Namen von Jedi und mir. Eroktra. An dieser Stelle müssen wir mal Werbung machen für alle dicken Bäuche. Also ich sehe meine Gürtelschnalle noch, also ganz so schlimm ist es nicht. Wenn ich den Bauch ganz fest einziehe, sehe ich ihn noch. Die Gürtelschnalle. Dass wir uns richtig verstehen. Aber das Publikum, diese Fans, wie die Kleinkinder. Settinga, vielen lieben Dank. Das ist jetzt süß, das gefällt mir. Sixpack im Speckmantel. Hallo in die Runde, ja, auch dir ein liebes Hallo. Stammtischmuskel, ja, auch eine gute Wahl.
Echt, Pötli. Pötli hat geschrieben, du kannst den ja gar nicht mehr einziehen. Aber sie hatten der grinsenden Smiley und Spaß geschrieben. Oh, jetzt geht's dann los. Jetzt geht's dann los. Jedi, bist du bereit? Unser Base Building. Allzeit bereit. Jedi ist überwältigt von CitizenCon oder sein Mikrofon hat sich wieder ausgeschaltet. Nein, sorry, war kurz. Auch kurz, wie heißt es? Rekognosziert. Rekognoszieren. Ja, genau. Aber die Kommentare waren süß, von wegen, du kannst die gar nicht mehr einziehen. Gell? Ja, Pötli weiß schon. Wir kennen uns schon Urzeiten. Damals rannten noch die Saurier über die Steppe hier oben. Ehrlich? Ja. Hey, cool. Jetzt zwar nicht erleben wollen. Nee, ich auch nicht. Ich wär potenzielles Futter gewesen, so für den, Definitiv. für den kleinen Hunger zwischendurch. Ist nicht so viele Snacks, Mann. Es gibt gleich Abendbrot. War nur ein Schweizer. Ja, ich bin ready. Geht's los, oder was? Jawohl. Ja, es geht los. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Ja, Pötli. Für den Velociraptor. Master of the self-performed introduction and Mama Huckabee's second favorite son. Second favorite son. Der ist. Ne, mach das nicht! Gestern hast du den Fuß verknackst. Heute habe ich es geschafft, Junge. Also diese Schuhe, die er hat, also. We liked it so much the first time, we're gonna do it again. Oh, ich bin rausgeflogen aus dem Star Citizen. Now, Wo bist du rausgeflogen? Dürfte bei mir auch der Fall. Ja, ist auch der Fall. Macht er hier für komische Sachen jetzt? Richte sich noch anderes. Now, a little history lesson here. Back in 2015, the persistent universe was first launched. I think it was November or December and whatnot. Everybody remember Port Olisar? Was, hau ab hier. Everybody remember that one Big Benny's machine that somehow you could move it? And just the Big Benny's challenge of spending hours and hours of just doing this? Trying to get that thing upstairs, downstairs, back Der into war the auch nie hab. Militär, oder? Shout out to Bad News Baron if you're watching. Der ist echt. Das ist eine coole Socke, der gefällt mir. Now, since that time, the precision universe has grown. It's expanded. 3.0 arrived, and it had a whole bunch of new planets and moons and stuff like this. We've got Microtech, we've got Hurston, we've got Area 18, and what's the last one? We got Lordville. If you live with the developers, they still call them Stanton 1, Next Stanton year 2, Stanton 3, so starting it's hard getting the two realities to reconcile in your head. But since this time, you've all been visitors. You've logged in, and you've done your thing, you've gone on adventures, you've fought some xeno threat, you've mined some barrel, apparently, a whole lot of barrel. If we're looking at that trivia from yesterday. But this entire time, you've been visitors. Starting next year, you stake a claim in the persistent universe. Echt? Nächstes Jahr. Starting next year, the persistent universe truly becomes Habe yours. nicht ganz geschnallt, was meint. Mit nächstes Jahr ist es eure Universum. Ja, mit dem, dass And we wir have alle got eben a ein Stück handful of kommen davon. gentlemen to Ein tell you Stück how Land. Stück we're Land. gonna do it, how you're going to do it,
and how amazing it's all going to be. So please welcome to the stage. Und was kostet das Stück Land? Ja, eben. One of my Aber dear ich würd friends, sagen, weil one of my DMs. Hey, in where's gewissen the money Paketen again? ist ja Land drin. Mehr als man muss That's beim not a good look. Alpha-Paket All right, please abschließen. welcome to the stage. Design Ja, du Director, bekommst ein Stück Land, da Rick kannst du ein Klo hinstellen. So ein Klohäuschen. So ein Toi-Toi. Das bekommst du. Crafting your home. Meine lieben Zuschauer, jetzt geht's los. CitizenCon. It is an honor Baut to be dann die here. Gehörranger. Yesterday, we presented the first that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, things we're doing with orgs. We even are we played the doing first here? chapter of Squadron 42 live. How great was that? Yeah? Few minor Ja, glitches, vor but allem nothing we die can't sort out. Systemcrashs. So today, we got something just as exciting to talk about. But instead of focusing on what we're creating for you, we want to show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools Aber wenigstens haben wir create your own dann loot, was zu tun. to build your own home. Crafting will fundamentally change not only how you play the game, but why you play the game. So, what is crafting? Why does it matter? Why should you be as excited as I am about this? Well, first off, crafting is a profession. It requires its own set of tools, the knowledge of how to use them. Crafting offers progression. You become a better crafter by learning new blueprints and upgrading them. Crafting builds on the existing gathering professions. When you would go out and you collect your materials for crafting, we are adding new depth and meaning to those activities. Crafting provides customization. There isn't just one way to craft something. Like I said, we have upgrades. How you make and upgrade the things you craft is sometimes just as important as what you're crafting. In addition, you can earn cosmetic upgrades, craft unique items, even subscriber flair. But nowhere is this versatility more obvious than base building. We're going to have nearly limitless options for how you construct your home, how to customize your base to meet your own goals. Most importantly, crafting gives you a lot of new choices. The choices will impact your goals in the game, your interactions with other players, and eventually how you see the game itself. So where do we get started with crafting? Kommen die Well, you can't craft without materials. Space-Schiffe. Luckily, we've got a lot of ways to gather resources in the game. And crafting is designed to complement and expand on all of these existing gathering professions, as well as future additions. Let's take a closer look at mining as an example. We've got hand mining and vehicle mining and ship mining. That's a lot of mining. But with crafting, we're going to introduce a lot of materials. So there's not just more to mine, but we're also going to specialize. So for instance, each type of mining will have its own unique materials to gather. Gathering specific materials efficiently will require you to use the right gathering profession. Let's talk about refining. Currently, only mining resources can be refined, but doing so allows you to turn them into more valuable processed resources. With crafting, we're going to expand refining to include options for all raw materials. In addition to expanding the variety of materials you can gather, refining lets you create processed materials that you're going to need to craft your upgraded blueprints. Bonjour, Option Plan B. So now that you've gathered all these materials, what do you do with them? Ist ungewohnt bei euch, aber interessant. Was meint ihr? Dass wir nicht selber spielen, sondern ein Reaction auf eine Reaction oder nee, auf eine Reaction auf eine Con machen? Weapons, armor, even vehicles and ships. Okay, die haben noch gar nichts. Right? And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. Ah, gut. Wie meinst du das? Die haben noch gar nichts? Die zeigen nur Zeichnungen, die haben erst das Design einigermaßen gemacht. Crafting enables you to build your own home among the stars. Wart mal, bis das Video kommt.
Es gibt meistens bei den Vorstellungen, kommt nachher ein Video noch rein. Your own trading hub, a military outpost, even a sprawling town with your friends and org mates. Trading with Players, das wäre auch Trading with NPCs. But it's all optional. You can choose to focus on gathering resources and sell them to crafters that need them. You can skip gathering and refining and just focus on being the best crafter you can be. Or you can leave all that gathering and crafting nonsense to other people and just focus on trade and make some money. Wo hast du Stillstand? That brings me to my last point. Im Twitch schon wieder? Also nicht bei dir. Ah. When a player makes a choice, they assign value. Players' choices about crafting and base building will drive player trade. Aber das finde ich gut. Du kannst was craften und dann verkaufen, wenn es du nicht selber brauchst. The game will still have its own shops and economy Das alongside gefällt mir. players, but now you'll have more options about where you invest and how you prosper. Now, I've given you a nice overview of what we're working on here, and we have a lot more planned for the future. But now that you're familiar with the big picture, I want to Ist es nur introduce auf some of my Twitch fellow oder ist es developers auf to come up YouTube on auch? stage. They got Was? exciting details to share with you about the specifics of our Also new ich crafting habe auf systems, YouTube ein sauberes important Bild. gameplay improvements, Ja. and most exciting, I think anyway. muss ich jetzt sehen. an Und im update for Stream Facebook. läuft es eigentlich bei mir auch gut. Ja, To start things off, please welcome Jacob Taylor to the stage. die sind alle so jung. Es liegt an dir. Thank you, Rick. And hello, CitizenCon. Hi, I'm Jacob, Senior Gameplay Programmer on crafting. Senior? Rick showed us how crafting will link into a lot of existing and new gameplay. But I think it's time we get into some of the details. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. Before you can craft anything, you'll need a blueprint. Oh, das ist wieder Blueprints provide the recipe Ein, to perform all Pledge kinds of crafting Thema, processes, including refining. You can acquire blueprints through various activities. Some you can buy, some you can find, and some can be unlocked or earned in other ways. You can also upgrade your blueprints through research. We'll go into more detail about what this means a bit later. So, blueprints are the recipe, and Rick already told us the materials you gather and refine will be the ingredients. But there's a bit more to it than that. We have a new concept for materials, material quality. Oha. Quality is a property we're adding to all resources you can gather. That's an abstract measurement of how good it is at being whatever it is. You can think of this as the purity of a metal, or the ripeness of a fruit, or something along those lines. This quality will be carried forward from raw resources through the refining process to influence what that batch of materials is best used for in crafting. High quality is more desirable overall, but is more rare, and there are still important uses for low quality materials. More on that later. Oh, bis du das alles zusammengesucht hast. All raw materials you find in the verse will have a quality rating that's generated based on some rules. The same kind of rules you heard about from the Planet Tech team yesterday. You'll find the same material in many places, but with varying qualities. So you might want to Das ist schon noch speziell. Some materials that are already rare will be even more valuable if you can find them with high quality. Aphorite. Ah, es gibt neuerdings bei den Steinen an, Aphorite drin ist und welche Qualität. Item stats. Genau, also das heißt, wir haben dann auch epische Qualität und so. Ja. We're introducing a new item stat system to the game. Volt Pulse Pistol. Was um Teufels Namen ist das für ein Teil? This will allow relevant properties of craftable items to be affected by the quality of materials used to craft them. Das wird spannend. For resources, just a single quality rating, as
sufficient to provide variation. Das wird herausfordernd. Craftable items have such Aber meine Wohnung, mein Häuschen haben sie noch nicht gezeigt. Ja, und jetzt wissen wir noch nicht, wie viel das Land kostet. Und wie ich eine Angelroute mache, haben sie auch noch nicht gezeigt. Werden wir früh genug sehen, die Preise. Ich will eine Der Angelroute. ersten Blueprint und den kaufst du im Shop. Ich glaube, das dürfen sie fast noch nicht sagen. Beef Hotdog, das kaufe ich mir. Was, ein Hotdog? Und vermutlich musst du zuerst eine Blueprint besorgen, um den Hotdog herzustellen. Ja, eben, klar. Ist das geil. Most items require multiple different materials to make, which may each influence different stats. Auch für die Hütte. And in many cases, you'll have a choice of materials to use, which lets you decide which stats to focus on to tailor your items to your playstyle. Here we see I'm making a gun with high-quality aluminium, giving me a nice bonus to integrity and weight. Someone sold me low-quality copper. Aluminium im Hotdog drin? Bonus as I could have. Nee. To go even further, researching your fabrication blueprints allows you to build higher tiers of an item with improved base stats. So a higher tier item will be better than a lower tier item that was made with materials of the same quality. Making high tier items requires more advanced materials, but is also how you access greater choice as to which Es wird immer umfangreicher. means that your high tier items can not only be better Und irgendwann kommt noch die Körperpflege dazu. in the areas that are Oh, hör important auf. to you. Der Mist, den können sie weglassen, echt. Aber es wird kommen. Ja. Dümmer geht nicht. Ja. Oh, ich kann jetzt gerade nicht am Fight teilnehmen. Ich muss mal aufs Klo. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Gerade, warte. Du kannst die Fahrzeuge und die Vehicles, die Schiffe auf Tier 3, auf 5 hoch pushen. Das ist geil. Hey, ich mache aus meiner Mercury einen schnell fliegenden Panzer. So you don't really need to make them from scratch, right? Or maybe you've pirated, salvaged, or otherwise commandeered a vehicle. Not to worry. You can still benefit from Aber ich mach's wie CIG. upgrade blueprint. Meine Mercury wird dann in 5 Jahren fertig sein. Das kann nicht mal Absicht sein, das geht nicht schnell. So schon, bis es funktioniert. Including the usual stat improvements and customization. Upgrading a vehicle can save a lot of time over crafting it from scratch, so it's a convenient way for established vehicle owners to bring the benefits of item stats to their fleet. Mal unter uns. Let's take a look in game at the difference it makes to have Das klingt ja nach super made from Erweiterungen, high quality aber die materials. Basis läuft immer noch nicht. Ja, eben das. Ja, das ist das andere. On our high tier gun. Raunen geben, aber Tier 1, Tier 3. Fluchen kommt dann auch. The spooling is faster on a high tier quantum drive. Ah. Du kannst danach wirklich alles hochpushen, das finde ich gut. Das gefällt mir. And a high tier scraper beam is much more effective. Wow. Ja, die Fans, die flippen wieder aus. All die Fanboys. So, that's an overview of crafting. Ich gehöre auch dazu. Ja, wir schauen es ja eh immer wieder jedes Jahr. Ich bin aber kein Fanboy, ich bin Fan-Opa. Have a good day. Wir haben auch Wir kaufen Land, wir kaufen Blueprints, wir kaufen Jacken, wir kaufen Schiff. Und dann haben sie wieder in einem Wochenende 3 Millionen eingenommen. Das ist schon fast ein bisschen fair. Hallo Thorsten aus Frankfurt. Nein, umgesetzt, das ist nicht gewinnen. Eroktra, ist der da auf der Bühne, der Thorsten aus Frankfurt, oder? Let's bring them in order how you, as the player, will experience the crafting profession. You will start with acquiring the correct blueprints as the first step in the crafting process. As Jacob already mentioned, blueprints can be acquired in multiple ways.
Let me give you some examples here. You can purchase commonly available blueprints, earn them from reputation and mission rewards, or even find them in loot crates. All content in our game could reward you with a blueprint. Some blueprints will be challenging to find, so players working together may find them easier to acquire. While you may find a blueprint on a datapad or other portable device, the blueprint itself is not a physical item. You don't collect them in a box or stack them on a bookshelf. Blueprints are digital. Also, wenn du eines findest, dann ist es dir im Hangar it is permanently added to your Im personal Real Hangar. Ja. This library Das ist nicht schlecht. This library is persistent to your character, and every blueprint you claim is yours forever. Oh, geil. They cannot be stolen or traded once claimed. But it does not just end with acquiring blueprints. Those tiers of quality that Jacob mentioned are unlocked through blueprint research. Research requires a research data bank which can upgrade your blueprints. Upgrading here means that you unlock a blueprint that allows you to create a better, Bin ich bei dir, Herr higher Doktor. tier version Das of the verstehe same ich. item Hätte ich auch using gerne. more advanced materials. Note, you will still have access to the lower tier versions if you want to craft the cheaper version. In order to upgrade a blueprint, you may need to perform certain actions. In this example, we need to craft 100-volt pistols and have one with a higher fire rate. Other examples would be collect resources, complete missions, or acquire research data from the Science Guild. Research is time-intensive, in addition to the action requirements. It will take time for the research data bank to process the jetzt kommt der research Content. data and unlock the update. Aufbauen kannst. You are also Hast du limited in den how many Spruch von research projects Eroktra you can pursue at gelesen? once. Und vielleicht können wir auch Now that you unsere have your blueprint and you decide what to abgegradeten craft, Upgrades you also know upgraden. what resources to look for. Every blueprint you find will have unique requirements in their resource needs. It will not just be you need iron. We want to make use of the professions we have to meaningfully involve them in the crafting process. Ja, Especially for the auf more alle Fälle. advanced blueprints, you can expect that it will Wobei wir require können materials from natürlich multiple auch. sources. Jetzt geht's los mit Garten. And Ja, as already genau. mentioned by Jacob, pay attention to the Gemüse, quality. dass wir gesund sterben. If you want to have the perfect item, you also need the best quality. Here, the best way to find the best resources is to get out. Ja, bin gespannt. explore Next first. year ist ein If weiter you want to Begriff. find the best hidden materials, Ja, then you eben. get yourself a top quality Und bei range. CIG Once ist you der collected Begriff the raw sogar materials, the sehr next weit step zu is fassen. Refining them. Refining, Dezember like 25. crafting, requires blueprints. Refining blueprints take primary, secondary, and catalyst materials and produce refined materials. The rule is very simple. The quality of the primary raw material defines the quality of the refined material. Das ist interessant. Was The jetzt. secondary material you put in has an impact on the quantity and the time the refining process will take. Ah, An optional Das ist catalyst ähnlich can wie speed bei up the Avatar. process further. ja. Let me give you a simple example. If you want high quality steel, you need to put in the best iron you have in the primary slot. You can put any quality coal in the secondary slot without affecting the quality of the steel. But the quality of the coal will influence how much of it you need to produce steel. As an example, if you put in low quality coal, you might require 4 SCU of coal versus high quality coal that only requires 2 SCU. This is one of the important use cases for low quality materials that Jacob mentioned. You can use refining stations in the world as they will be converted to this new process. You can build your own refineries for yourself, you can get your org to help you out, or you can simply trade for the materials that you need on the open market. Now, we are reaching the final step. You got the blueprints, you gathered resources, and refined materials. Now you can create the item you want. And this item can be anything.
You will be able to craft Wow, anything cool. from FPS equipment to vehicle Ja, components, Alles even herstellen. entire vehicles Alles. and buildings. Auch Ja, wenn es dann Schiffskomponenten. funktioniert. You just need access to the relevant Auch meine Unterhosen, ich habe schon seit Jahren dieselbe an. Ja, kannst du. Kannst du dann eine neue herstellen? Ja, in 3D. Oh mein Gott. Aber für jedes Talking about crafting machines. brauchst du eine andere Maschine. We will have a variety of Platin that differ in tickets. what process they can support, like a refinery or a dedicated vehicle crafting. Was meinst du, Eroktra, mit You will also find them in Platin-Tickets? various In-game, places. in-game. There will be communal ones like the station refineries you already know. Player-owned, that can be in your personal hangar, a vehicle, Schreib doch or your base. F8A. As all that we have talked about just now, these Eine crafting vierte machines F8C. also come in tiers. Here, the tiers will affect how well those machines do their job. Aha, You will not only okay. progress in the products you produce, but also in the infrastructure to produce your wares. Just to give you an idea what you will encounter, here are some examples of the Oh, ich crafting kann mein machines. Getränk selber herstellen. There's Ach du there's the Heilige. nutrition fabricator, the Musst du dann chemical auch alle fabricator, kaufen, an item diese fabricator, Fabrikteile. even fabricators of a much larger scale. Du brauchst einen Wohncontainer und dann brauchst du noch einen Werkstattcontainer, wenn du das alles reinpacken Und willst. hinten siehst du dann die Tanks da, gell? Ja. Du brauchst eine ganze Produktion. So und so, das ist was für dich. I would like to talk about Crafting Scale and of Future. crafting and the scale it will have in the game that you Er hat all so know, viele Förderbänder, wie es and da how oben it will steht. change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up to tier 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you, as the crafter you are, focus on a specific field first and extend your knowledge from there. Collaborate and coordinate with your friends and fellow players. If you are part of a group, we invite you to share responsibilities with your Man soll orgmates. zentralisiert Maybe sich auf eins you will konzentrieren. be und the da FPS crafter while your friend is a und ship das crafter, mit den anderen but they know absprechen. a ship component crafter specialist. Das ist eine There's a Orga-Aufgabe. lot das of Craften. content, and it will continue to grow over time. You are free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Pick the blueprints you care about and be the best. Have an exotic shield generator that no one else has the blueprint Herr for, Oktra, was but you. willst du mit einer Idris? Help Die ist viel others zu and teuer. earn credits while doing so. It is Im a real Mundhaken. profession in the game that will benefit from your dedication and attention. As you can tell, crafting will have a huge impact on everything in the game. Even Zukünftig if you wird do dir not want to jeder get Treffer actively an deinem involved, at Schiff some point you will wehtun. stumble over a weapon that got crafted by someone else. Glaube ich auch. Vor allem vom Ballistischen. People will Auch wenn start das selling Schiff their das crafting Schild goods or the refined materials abfängt. or even the raw Nein, materials dann nicht. for the sole Ja, doch. purpose of fulfilling the Komponenten demand leiten created by trotzdem. crafting. Die ballistischen, die hauen rein. Players like you can become well-known specialists durch die that are Schilder. sought Ja. out to get certain things crafted. Autsch, sage ich dazu. With the ever-expanding game we all love, we will continuously Geld expand wird our nicht crafting reichen. to offer you Nirgends hin. long-term progression that involves the entirety of our game. And you might have guessed it already, but there's one more thing that crafting Aber super. is the foundation of. Super That komplex. is Ja, gefällt mir. skilling. Es ist nicht so einfach wie in Scum, aber es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber das waren jetzt nur Komponenten. I will Jetzt now kommt hand das over to Basebuilding selber Luke. auch Enjoy noch. the second part of this presentation. Thank you very much. Das war erst der zweite Teil, jetzt kommt der mit den Hütten, mit den Häusern. Hoffentlich. Ja. Guck mal, der sieht schon aus wie ein Haus. Good morning, citizens. Keine Diskriminierung hier im Stream. Sockel und dann oben das Gebäude. Und das Dach ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Who's excited to start talking about this next topic? Hey, der Herr doch Vlad ist da. Ja, der Vlad hat erklärt. Ah, der Leute da. My name is Luke Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures.
Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and So muss es Thorsten, aussehen. Ja. we can explore how crafting is the foundation of base building. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe yours. Ja, look at my. Join me on a journey on building our own habitable home on Pyro. Keep in mind that the following footage is work in progress, including its UI, design and visuals. And we're super excited to share this with you. Jetzt kommt eben das Video, das habe ich gemeint. Warte mal, bis das Video we found kommt. a beautiful location by a lake. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found the location and don't need to claim land in lawless Pyro, we can straight dive into building our base. Keep in mind, Eroxra, following UI, ich gebe work dir in recht. progress. Pledge now! Ja, schau mal. Okay, genau so. A survey drone that deploys from the top of the card gives us a controllable augmented view of the land. In the new structure mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. For this demo, the construction will be instantaneous, but in the final product, this will take you quite some time. Bis du das aufstellen kannst, arbeitest du schon einen Monat. Ja. We've done it. We've built our Ich glaube auch, Jedi. Ich glaube auch. Aber siehst du, Aber er hat eine schöne Location ausgesucht da, ja. Sieht gut aus. die Location ist am Arsch, die kannst du überall hinpacken. Das Gebäude gefällt mir. As we walk into the small Guck mal, Jedi. we see an empty interior. Wir setzen uns am Abend da an den Tisch und schmausen ein Fondue. Ein Fondue, genau. We all want to make it into a home. You can see that the lights are still off, and that is a problem. Because no lights means no atmosphere, no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Let's see if we can build something that helps us out. Ja, das wollte ich eben sehen. Dive into more building. Let's take a quick moment to enjoy the freedom that the survey drone provides us with and admire the aesthetics of our first structure. Ja, dann hätten sie mal von And I wonder what Declan was up doing there. Started is an Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're seeing right now has been recorded directly in the client and works seamlessly between first person and the building mode. Okay, enough. Back to base building. In the list of new structures, we see a small fuel generator. That is something that could solve our problem, I think. Power providing structures need to be hooked up to other buildings inside construction ER mode. But we'll explain this later. The fuel generator is one of several structures that provides power, each with their own benefit and drawbacks. Fuel power is quick and easy to build, but it requires a constant supply of fuel besides its regular maintenance. If a structure is not maintained, it will halt its activity. Players will need to maintain fuses to keep the building operational. The better crafted fuse, the longer it lasts. This is where the fuse goes on this building. Next up, we have a terminal that gives us access to the status of our building. And, more importantly, kann man easy hacken, einfach einem den Finger abschneiden, dann kannst du schon wieder. Süß gemacht, das will ich sagen. Das ist wirklich gut gemacht, ey. Hey, Jedi. That should do it. Let's see if we got power in the building now. Ich werde Stunden werde ich verbringen. Stunden. During the construction process of the buildings. Tage, Monate. Ich hoffe, das Abgerissene wird dann is now hooking up the power to also recycled material. Ja. Das wäre gut. Das wäre natürlich noch sehr immersiv. Jetzt musst du gucken.
Ja, da waren wir schon drin. Ah, jetzt hat er es. Declan has been busy Der ist noch beim Umziehen, guck mal. As you can see, the lights are now properly working. We got atmosphere. And we can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Let's have a quick look at what we've done so far. We've decorated the place. We made it our own little home. We hooked it up. Ja, Eroktra, das Problem habe ich auch. Also zu meinen Lebzeiten wird es schon noch kommen, aber bin ich dann noch fähig zu spielen? Das ist ein anderes Thema. Nächstes Jahr kommt es. Ich hoffe schon. Das wird sehr gut. Aber es sieht schon, es ist der... Oh. Now that we have a rough understanding of how base building works, let's dive into some of the specifics of what we just saw. The construction graph card is one of 4 devices Das muss ja persistent sein. The graph card is a mobile device that lets you construct a variety of small structures and has been designed specifically to fit into the smallest ships, like the Drake cutter. The graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're in a lawful system like Stanton, and most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to deploy it. Once deployed, we see 2 small construction zones inside the card, and the interactive screen gets revealed to us. From here, we can deploy the survey drone from the extended top part of the card. This survey drone gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode, ER mode for short. Let's have a look at some UI concepts of how this augmented reality mode will look like. Ich befürchte, sie ist persistent. Das heißt, wenn wir nicht drin sind im Spiel und ein anderer dahin fliegt, wird er sie sehen und betreten können. For example, inside a nature reserve, construction will be prohibited. Also einfach da sein kann, aber kann Are nearby areas flat enough to place my structures on? Oh je. Are there any underground extraction deposits nearby? And if so, what are their quality and quantity? Ich glaube, das Let's ist nur say Pyro, we found a good place to start building our base. Then next step, we need to find a good place for our first structure. On the left-hand side, we can see that we're now in structure creation mode. Underneath that, there is a list of structures that we can build. Once you have chosen a structure, you'll drag it onto the terrain, that will be shown then as a physicalized hologram. From here, you can move and rotate to find the perfect position for your structure. Now that we have chosen a position for our structure, we will need to supply it with crafting materials. Just like the crafting interface that we saw earlier, this is where you choose the materials, and the better materials you choose will result in a better structure. Once you're ready, we'll hit the craft button on the right button to send the construction zones wenn keiner von uns online ist, dass es ein Windschutzschild gibt da. will take off from the construction graph card and fly to nearby resources to fill their internal storage and then fly over to the construction site to print the building until the internal storage has been depleted. The construction zone then repeats the loop by filling its internal storage again by nearby resources. Printing buildings will take some time. Keep the construction supplied so that you don't delay the process any further. Let's say our building did just finish printing. Aber was Sie noch nicht gezeigt haben, ob wir diese verschiedenen Module verbinden können. All structures will have a unpowered and a powered state that we can manage inside the resource manager. Ja, das logisch. Macht Sinn. To provide structures with power, we can easily link generators to structures that need power in the resource management menu within Construction ER. We can also link multiple buildings together. And we can assess the power consumption and shortage of inside this resource management screen. Okay. Keep in mind that operational structures, like power generators, require maintenance of their fuses
and sometimes need supplies coming in and going out to be managed. Now that we have a structure and power, what can we do next? Cool. Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. The better material you provide, the better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. Okay. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building or make its resource consumption more efficient. To really make your base feel like home, you will want to decorate your base with a wide variety of furniture pieces that can be bought, crafted, and found in the universe. It's up to you to define what you want this space to be. Do you want to decorate it as a hospital? Do you want to make it into a workshop? Do you want to make it into a luxurious bedroom? It's up to you. Furniture can easily be placed and moved using decorative ER mode as a hologram. This is so your furniture can easily fit through doors. This feature is accessible through nearby construction devices, allowing you to place down furniture pieces or even crafting machines that otherwise wouldn't fit through the door. And you get to place them directly from your local inventory. The less trusted among you, or anyone settling in Pyro for that matter, may want to mag-lock their furniture into place, so that only you and your friends get to rearrange your decorations. And best of all, decorative ER is not exclusive to base building and can also be used for personal hangars and ships. Personal hanger, oh, so geil. To recap, what are the essentials for any base? 1. Come prepared, bring the right resources and a construction device with you. 2. Use the resource manager, power generators to make your base habitable and functional. And maintain your base with resources and by replacing out worn fuses. And 3. Personalize your base, personal hangar and ship with decorative ER. And there we have it, our home in Pyro. Now that we have an understanding of the basics of base building, we'll explore how you can go and make more than just a home. But before I hand you over to Declan, the designer behind base building, I'd like to say a quick thank you for those who made this presentation possible. So a quick thank you to Eddie, Brandon, Jack, Dan, Mark, Xiao, Stefan C, Dom, Stefan T, Carl, Joel, and Rob for your efforts and dedication. Now give me a warm welcome for Declan. Der redet die ganze Zeit nur von Pyro. Nice one, James. All right, thank you, Luke. Good morning, everyone. Morning. Kommt schon. My name is Deck. I am the system designer behind crafting and base building, and we've just seen a nice little base, right? That's good for cabin in the woods. Maybe you want to place it down to next to big redwoods, go and explore, or a place to stash some loot you perhaps shouldn't have. But do you want to see a big base? Good, because we're going to industrialize. Big base, good. Oh. So we're going to set ourselves a goal before we do a video, and we're going to create a base that's capable of crafting something that's bigger than the item fabricator can handle. There's been a bit of a spoiler already as to what it's going to be. The big one. So to kick us off, Cole didn't help with a friend who has a specialized, not yet revealed base building vehicle that he's built as this. It is the construction hub. This has 4 automated drones compared to the GravCarts 2. They can build small, medium, and large buildings. So far, we've only seen small. Automated drones are capable of building 1 structure each simultaneously, so 4 is quite a big advantage. Oh. Look it. Oh mein fucking Gott. Ja, stimmt. Exodra, ich bin genau so weit wie du.
All right, there we go. So we've settled on one of the brand new underground resource deposits, and we're about to exploit it using this. Here's our extractors. This particular one is a large solid extractor. We'll also have liquid and gas, depending on which type of deposit that you settle. We have our output grid here, where we're getting all the brand new resources up out of the ground. So. Ich habe gut finde, dass das schön integriert hat, die Landschaft. Ich hoffe, das sieht wirklich näher so aus. And it is important to know that once these things are set up, it's not a case of free resources forever. Hat geschrieben, wo soll ich unterschreiben? As well as environmental wear, which can be fixed using crafting materials. Was ich aber gerne wissen würde wollen, was kostet so ein Landclaim? Was die Bohrer drehen? Was ich gar keine. Oh, Laser. Das würde mich noch interessieren. Also um ehrlich zu sein, ich vermute, beim Pyro oder anderen System, wo es muss ja nicht unbedingt atembare Atmosphäre sein, aber da wirst du wahrscheinlich das Land einfach holen können, solange es reizt. Einfach besetzen können, will ich sagen. Alright, now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Er schreibt, ich habe gefragt, was es kostet, so schreibt er eine Niere oder ein gesunder Lungenflügel. Depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refineries input and output grids. Ja, kommt darauf an, wo du den Inprint gesetzt hast, dann könntest du dir das ja noch leisten. Was denn? Ja, du wirst ja gentechnisch wiederhergestellt. Kannst du gut mal eine Niere und einen Lungenflügel abgeben. Ja, du wirst ja geklont, wenn du stirbst. A lot of crates here with our extractor and our refinery, so we're going to put down our elevator storage. Jesus. Aber es gibt Station's really starting to build up now, but it's worth me mentioning again here that Elevate storage. Down instantly in this video, Ein eigenes Lager. It will take some time with the automated construction drones, but the smaller scale base we saw in the previous video, that can be done in a single play session. Was sagst du mir? Die Mistuns wird großartig. Hast du gesehen? So. Da kannst du die Rampe im Boden versenken. Hast du das gesehen? Ah, nee, das kommt jetzt erst. Auf Twitch. We'll just keep on putting down more extractors because we want as much of that valuable resource out of the ground as quick as possible. Ouch. And with base building, we're introducing the concept of a freight elevator network. Ja, bis das mal sauber läuft. Also wenn sie es jetzt hinkriegen, dann läuft das nachher auch, bin ich überzeugt. Da müssen wir schon in der Orga arbeiten, das ist viel. Ja, weil das ist jetzt ein großes Ding. Ja, leider. There is a distance limit, but you can daisy chain Aber the ich elevators baue zuerst die für die Orga und dann baue ich and it meine has to all be eigene. contained within the same space. Ja, tatsächlich. Ja. Das Problem ist, dass irgendeiner in der Orga das Sagen hat, gell? Ganz oben. Irgendeiner, was? Diktatur? Ne, das wollen wir nicht, oder? Nee, das ist einfach so. Vom Orga-Gebilde her, wie es jetzt ist. Und wenn du da mitarbeitest und den Zoff hast, dann hast du... Wer ist dann der Orga-Chef? Ja. Das sage ich jetzt nicht. Man könnte... Jeder kennt es. Oder kennt ihn. Eine Hierarchie machen. Ja, das wäre gut. Eben genau das meine ich. Das sind schon Punkte, die man besprechen muss, bevor man da viel Arbeit rein investiert. Ja. Ah, der Boden wurde planiert. Habt ihr es gesehen? Ah, ne, das kommt erst gleich. Echt? Ja, kommt erst gleich. Ich bin da direkt im Channel. Ist es Now we always want a safe place to store our ships. Ja. So Oh, ja. Der baut jetzt da einen Hangar. Siehst du? Und dann tack. Ja. Dann. Boah, See, it has this large, we call it a foundation tile. It's quite special and it can Ich will Sachen machen. around it, making it easy to place such a huge structure like this. You can also place other buildings on it, so it's easy for making large. Oder wie Also es ist natürlich schon Langzeit ausgelegt, aber die Perspektive ist da. Achieve our goal.
Oder wie Max Hardcore gesagt hat. Jetzt, sofort, bringt's rein, pledge now. Nee, das kann warten. Aber das hier, pledge now. Und wieso gibt's hier keine Fahrräder? Das ist glaube ich, kein Film, oder? Es ist ein Film, nein. Das ist das Game. Das ist also schon da. Ja, es sind das einfach... haben sie in diesem Jahr erarbeitet. Da muss man wieder sagen, sie waren nicht faul. Nee, das hat auch, also von uns hat das nie jemand behauptet. Es dürfte einfach ein bisschen... Oh, der Riesenalarm. Wie meinst du das? Mehr ist immer besser. Okay. Aber weniger ist manchmal mehr, sagt man auch, oder? Jetzt galoppiert der Schweizer mit sich selber durch. Of course, we were going to build ourselves a ship. Nee, ich finde einfach, das, was sie reinbringen, sollte auch funktionieren. Das ist meine Meinung. Quick recaps of the gains from industrializing. We've tapped into the brand new resources and we've made use of them by turning into the more valuable ChatGPT, erstelle eine Präsentation für Basebuilding in Star Citizen. Oh. Ja, ja, doch. Big valuable items such as ships. Das ist jetzt auch nicht... Wäre eine Möglichkeit, ja. Because they are a crafted item, they can also be sold. Und dann haut man das hier raus. Eine Videopräsentation, so bekommst du ein PowerPoint. Ja. You can create a terminal with a list of items for sale. So, with base building, you're going to be able to set up your own shops, and there's two main ways you can do this. The first is using a dedicated trading terminal. You can link these to your freight elevators, and in turn, any items within can be listed for sale at a price you deem reasonable. This includes resources, refined materials, and so on. Using the terminal, visiting players can browse what's on offer, purchase, and then collect from that same freight elevator. The second method is to set up a physical shop in the world. By using the decorator shops or earlier you can maglock items and then list them for sale. Once again, browsing players, they can see the price of the maglocked item, purchase it, which then removes the maglock. Dann kann der No Human seinen Wandel Of course, the kaufen. nice thing with the physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You can even go as far as to make your own ship showroom. You can advertise your wares on a mobile pass. Der Showroom gefällt However, mir. it is important to note that the point of purchase will always Beim Sun Tzu wäre es jetzt ein bisschen langweilig, wäre einfach alles nur mal... Now that we know how to set up shop, I just want to take a moment to Historisch talk about why gesehen it's nicht. so Und wer links impactful angefangen, wie for man crafting schreibt, base building ist Chicky games as a Chuck. whole. Understandably, throughout this presentation, we Dann why wäre you want to die, craft was all war these things danach? or why you want to build this big Artimex, base. alles Artimex-Rüstungen drin. Nur Artimex. Natürlich. Die wäre dann an dritter Stelle. Aber in verschiedenen Farben. Blaue, rote. Shops mean that you can Goldige benefit gibt's, from the glaub ich, players who oder was? do Du want hast to recht, spend the Range. time making those bases or Ja, crafting those items, and then you can purchase them from them. Ist da noch andere Which is Rüstung? very Ist ja die important schönste. because crafted items Nein. using high quality materials will be the most powerful in the Ja game. gut, vielleicht kommen noch ein paar schöne dazu, hoffentlich. On the flip side, if you do specialize, maybe you end up cornering the markets for a Paar particular mehr item or Farben resource. Ich würde mir dann so eine Ausstellung machen von allen Securities, die ich gekillt habe. But bear in mind, a successful shop also depends on location. Do you want your customers on Edge and Pyro, Showroom. which tends to have the higher quality Ja, materials? genau. Or do you want to My kill spend time trophies. hauling them all the way over to safer systems where your customers can be more at peace? We've talked about selling items. Ja, aber das ist eine Größe, das brauche ich nicht. Also eine Landeplattform mit Lagermöglichkeit. Ein Hütchen. Das Spiel mit einem Jahr wieder ganz anders aussehen. Ja. Aber ich habe schon viel gesagt, wenn es um Star Citizen ging und nachher kam es ganz anders als gedacht. In 2 Jahren, ja, ich habe nicht gesagt, was. Das ist in einem Jahr und in 2 Jahren völlig anders aussehen. Ja, ja. Oh. As well as add your own custom tech, so if you're part of an org, the blue buildings Ist have your Icaro name schon are definitely fertig yours. mit seinem Training? We have some forms of base building which are either Farming still in und the design ranching. phase or early white box, Ja. but we want to share some details.
First up, we have farming and Oh, ranching. Farming it comes in two general types. We have our low-tech farming. Jedi, siehst du? Low-tech consists of 03, acquiring the seeds, das Gewächshaus. in the appropriate environment, and then back Da to sind unsere Ananas soil drin. types and such now. That'll play a part. As well as supplying them Und in der with 1 hinten, harvesting them. das sind die Pilze für Sun Tzu. High-tech, it's a bit more involved, as you could make the hydroponic buildings we see Wir here. brauchen dann noch Space Mähdrescher und Space Traktoren. Strains of plants. Das geht ja anders in dem Zeitalter. Ranching noch will allow you to keep herds of Landwirtschaftssimulator animals. You'll have to provide them with feed, water and Das sind shelter. dann Drohnen. But in return, they will Nee, aber provide das you with große produce. Gebäude da Not every im animal can be Vordergrund, ranched. I don't really see a das standard ranch Vertical anytime soon, Farming, but the das finde ich echt quadrigrator gut. will, of course, will. Not yet. Maybe. No. Wow. Hast du die Sif-Base gesehen? We have a few more additional archetypes. Oh, We ja. have landing pads, garages, Das ist die roads, Sif. fencing, as well as new variants of structures which you've seen today. Nee, For unsere wird instance, the grösser. power generator, there'll be Hör solar power, auf. fusion, geothermal. As well as the Das bedeutet XL dann auch structure Erhaltungsdruck. classes. Remember, Ja, everything die you've grösste seen Oh, ja. Schweizer Orga today, darf auch rather, die is grösste large. Base haben. XL is larger than large. Was mir hier fehlt, ist And then you have your defense. ein gutes Sprache. Welcome to New Manchester. Shit, ey. Eine riesige Flagge So, oder in lawful sogar ein areas, Botensymbol. you have varying Ja. levels of security provided for you. Waffen Max reinmachen security, you are protected by planetary shield tech. However, in lawless, pyro and the likes, you'll have to provide Territory your own of defenses. Defensive These come in the structures. form of perimeter walls, shielding, which prevents aerial bombardments, and then a range of automated turrets, such as PDC to shoot down missiles, anti-air, anti-vehicle, and anti-personnel. To round up, whilst we spent this entire time talking about how you can expand a single base, you can of course have multiple. These can be across a single planet, moons, across multiple systems. There are advantages and disadvantages of locations and base types. For example, in lawful areas, you'll need to buy your land for UEC, pay a tax to be able to build, and then you'll gain protection in return. In lawless, no Sous-chef. cost, high chance of better quality materials. Sous-Chef, but nein, less cost Angriff to und back on. Verteidigung, nice. A small cabin in Ja, woods can be great to set up in a single play session with short build times. However, the large base ich werde einfach Fondue und Raclette kochen, das stinkt so, da hauen alle ab. You might want to embark on this endeavor as a team or an org. You can set up a base as an org and own it as the org. For this, there'll be permissions available, and you can assign roles and tasks. Ultimately, base building can be your main gameplay loop or a supplementary one, depending on what it is that you value. On that final note, Viel I'd like to Content say für thank you Sunntigsgschnurr. on behalf of the crafting and base building teams. We've been very excited Well, to share with you some of the work so video. far and the vision we have for these systems. Kommt gleich auf But Twitch before we an. go, we have one final video. The final video, jetzt kommt's. The final video. Alle wollen ihre Basis am Wasser. Ja. Ja, das sieht schön aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem Grün, das ist ja Microtech. Ich Und- habe irgendwie die so Überlegung, weit wenn ist- die jetzt bei einem Event wie Jumptown oder so schon Ruckelprobleme haben, was machen die denn da? Ja. Komplexität. Ja, sack. Ja, Moment, Jedi. Bis dann funktioniert natürlich das Server-Meshing. Dann ist alles ganz anders. Natürlich. Jetzt kommt von der Javelin ein anderes System. Guck mal, die Fanboys, die rasten aus. Aber es sieht schon Ja, imposant ist schon aus. cool. Ja. Also vor allem, wenn du da einen Handelsposten einrichtest, wo andere deine Ware kaum kaufen können. Ja. Also ich finde auch, weißt du, wenn ich jetzt als Nutzer und als Kleiner dahin fliegen kann und die Ressourcen holen kann, die ich noch brauche oder die mir fehlen, finde ich das schon schön, wenn ich weiß, da ist jetzt zum Beispiel die Orga von Karolinger, ich kann da hinfliegen, das Zeug kaufen und wieder zu meiner Base fliegen und weiterbauen. Finde ich schon toll.
Ah. Sie hat kein BH an. Ich habe gesagt, ihr sollt das unterlassen. Wir sind im Stream. Nee, endlich gut. Frau, die Frau sein darf. Ja. Alles okay? Much better now. Ja, wir gucken. Der Doktor hat geschrieben, bis das kommt, ist die RTX 9999 da und die geht wieder im Quantum Computer bei Ihnen zu Hause. Ja, genau. Zwingend notwendig. It's a really dramatic change or an 500 exciting change, I would say, to Ja. the game. Because we give the resources a meaning apart from just a monetary value. Now, even with the quality system that we now implement, there will be also a meaning to scout for like the perfect material. And Ja, da haben wir zu tun, of course, Ranger. you Da need geht's a richtig more Oh, ja. variety of the material Keine to be Zeit able für to andere craft the Spiele. items you need. Wir werden noch Especially now viel, with the viel tiered system that we will introduce, Content we machen also am give a meaning for Sonntagmorgen. you Dauert as the noch. crafter or geil, the- echt, the freu mich. player you Ich are, auch. to invest the Hoffentlich time kommt das bald. to be the Und best dann or wird es auch specialist. Zeit, dass Because wir something that is das very RP important to us beginnen. is Ja. that Dann ist we es treat wichtig. it as a real profession and we have it as in parallel to all the other professions that we already have. So it's not just about making the universe more dense, it's also about making it more interactive and making everything in it more valuable. And more meaningful, yeah. So something that is also important for us is that everything that we do for this new feature is that we meaningfully integrate it into the game, so it all makes sense, right? So also with like the recent changes we did to the itemization in 324.2, we also like this is the starting point of all the changes we will be doing for all items, and that the reason why we did those changes were just because of crafting. So what impact will the crafting system have on orgs? Well, as also mentioned in the presentation, like we want to see orgs building an empire of crafting or of manufacturing items and being like the get-to point for players to like go to their base and buy in their particular shops the items that they inherit, that they have the best, for example, FPS weapon for. And I'm guessing that'll tie in quite well to the biomes we saw yesterday as part of the core engine presentation, right? The biomes will also heavily affect what we do for crafting because it also will give us a good opportunity to spread around resources in more interesting places, like the giant forests you saw, right? Das ist super, For example, if you have a prospector as a Jetzt miner, it drückt might das not be Raumschiff fliegen in den efficient, or you Hintergrund. might not even Das be ist dann able nur at noch- all to go down into the trees to Nee, mine glaube ich anything nicht, that Nee, is das Jedi. kannst du ja Nee, nee. Waren So you need befördern. to So. grab your ROC Ja. or your Genau, aber FPS es geht dann mining gear eigentlich to um actually Base grab und the um resources Handel that you und das can finde ich only super. find in those particular Ja, aber areas. es gibt doch, So, yeah, we will Xenothreats. benefit a lot. nee, wenn du jetzt zum Beispiel Super exciting. das Zeug selber meinen willst und die Ressourcen zusammensuchen willst, dann wird es unweigerlich auch Flüge geben, Überfälle geben, es wird Dogfights, also das Ganze wird natürlich viel vielfältiger. Like the Genau. theme Ja, it has, weil noch nicht viel like the anderes da community ist. area with Und das finde the ich eben cargo jetzt crates. Aber ich glaube, Gut verteilt jetzt. und ich glaube einfach, dass das ganze Gameplay viel mehr fokussierter ist. Das heißt, du machst Dinge, die dich und deinen Basebau weiterbringen. Du gehst nicht mehr einfach just for fun und ballerst ein bisschen, machst ein bisschen auf Kopfgeldjäger, sondern du fokusierst dich auf ein Ziel, deine Base. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Mittelpunkt steht, nur das Base bauen. Do you want to give a little shout out to your org? Nee, ich habe nicht gesagt im Via Mittelpunkt, ich habe gesagt, du fokussierst dich darauf. Das ist dein Ziel, das du hast. Ein anderer hat das vielleicht das Ziel, in möglichst vielen Dogfights zu sterben. Auch möglich. Dann soll er das tun. Oder er will möglichst viele Bunkers ausräumen. Soll er das machen? We are here back, and we are with some old friends. We are here with Test Squadron. I want to give a quick apology to my good friend O Lefty. Sorry for calling you D Lefty last year.
I promise it's not because D is the first letter of my name and I'm a narcissist, but that's probably why. So apologies for that, but awesome. Chrome Ninja, tell us about Test Squadron and why you guys Jetzt ist are ein back Durch. to CitizenCon. What's Also, Test Squadron all about? ich glaube, die CitizenCon ist für mich durch. Ich habe es gesehen, was ich sehen wollte. Und meine lieben Zuschauer, der Aufwand. Test Squadron. Awesome, there's some cool swag here. ich klemm den mal ab, damit ihr uns hört. Ich habe Hunger, wie ein Bär. Nein, warte noch. Hast du gesehen hinten die Banu? Banu? Merchantman. Oh. Here we got coasters, we got pins, we got pens, tons of awesome stuff here at Test Squadron. If you guys are looking to join a sort of friendly way to join Star Citizen, Test Squadron is the place to do it. We're going to move on. Thank you so much, Chrome Ninja. We're going to move right along to my good friend Tom Beckhauser. Tom, how's it going? Hi, Dan. So I'm Tom Beckhauser. I'm a real-life racing driver and Star Citizen Twitch streamer. And for this year, Locust69, Pretty Vanilla, and I decided to make a 1 to 200 scale Banu Merchantman made out of resin. Total of 26 individual pieces that we assembled, primed, sanded, and painted. Tom, this thing looks amazing. I mean, in addition to being a badass race car driver, you're also a badass model maker. This guy, there's nothing he can't do. I see you're giving away some Banu Merchantman little minis. We also have the little, the BMM pins, and we have the Defender mini. Sorry, I got those mixed up. Handing out the Defender miniatures. Aber da war der Chinese gestern also You gave me one the other day. eindrücklicher. This is awesome. Tom, people can find you at twitch.tv/Tom Beckhauser if you guys are interested in checking out more of Tom's awesome Aber stuff. wisst ihr Check was? him out. Wir Tom, verabschieden thank you uns so much jetzt for being here. von unseren Zuschauern. Wir machen Feierabend. Und ja, dann mach mal die Runde. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Senderinnen und Sender, wir verabschieden uns. Und mit wir sind gemeint der Sun Tzu. Ja, ich wünsche einen schönen Sonntag allen. Der Walkman. Nein, das ist ja geil. Walkman spricht nicht mehr mit uns. Und dann wäre da der Buja aus weit im Süden. Aber ich glaube, der ist auch nicht hier. Exodus. Doch, er ist schon noch da. Ah, Ich wünsche Exodus. einen schönen Sonntag allen. Und dann mein lieber Freund Jedi. Schön war ihr dabei, Leute. Schönen Sonntag wünsche ich euch und ihr findet den Link über Star Citizen Live. Das geht dann noch weiter im Internet. Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffentlich bis in einer Woche am Sonntag. Jo. Und ich knall euch dann den Link vom Live noch in den Chat rein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart, wenn es auch heute mal so ein, ich sag mal, ein außergewöhnlicher Stream war. Aber ihr habt gesehen, es kommt noch viel auf uns zu. Und Jedi und ich freuen uns. Gut, Das wird viel Content geben in die nächsten, sagen wir mal 500 Sonntage. Macht's gut, meine Lieben. Adi Weier von der Mistuns und tschüss zusammen. Bye, bye.